Wo sitze ich? So Leute, wir sind heute beim Du zweiten bist. Gothic-Quiz Gott. von mir und dem Hochkönig. Jo, ich leg auch gleich los. Also herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wie beim letzten Quiz auch, haben wir diesmal 6 Kategorien. Und wir haben, ja, so wie es aussieht, jetzt 4 Quizkandidaten. Eventuell haben wir gleich noch den 5. damit bei, aber das müssen wir dann mal schauen. Macht aber auch eigentlich gar nichts, denn wir können auch genauso gut mit 4 Quizkandidaten arbeiten. So, wir haben verschiedene Quizfragen vorbereitet, alle aus dem Bereich Gothic, aus verschiedenen Kategorien und mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Damit ihr nicht ganz alleine dasteht, habt ihr 3 verschiedene Joker, die ihr jeweils einmal im Spiel einsetzen könnt. Da ist zum einen der Trank der Geschwindigkeit. Der ist dafür da, eine Frage auszutauschen. Ihr habt also quasi eine Frage gehört, die könnt ihr nicht beantworten und dann könnt ihr den Trank der Geschwindigkeit einsetzen und bekommt statt dieser Frage eine Bonusfrage gestellt. Dann gibt es noch den Joker, den wir Schutzerz/Bestechungserz nennen. Wenn jemand von euch eine Frage nicht richtig beantworten sollte, kann ein Mitspieler mit diesem Joker diese Frage abgreifen. Das bedeutet, wenn Alex oder ich eine Frage vorlesen und diese Frage wird falsch beantwortet, dann lösen wir diese Frage noch nicht sofort komplett auf. Wir sagen nur, das war falsch. Und dann kann jemand anderes von euch, wenn er diesen Joker setzt, diese Frage abgreifen, um nochmal Extrapunkte zu bekommen. So, und der dritte Joker, das ist Lemas Geldbeutel. Ja, da geht ihr so ein bisschen auf Risiko. Wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt euch in einer Kategorie besonders gut aus, könnt ihr den setzen. Und ihr bekommt, wenn ihr richtig antwortet, das Doppelte an Punkten gut geschrieben. Wenn ihr falsch antwortet, verliert ihr den Punktewert aber. Dann allerdings den einfachen. Das bedeutet, wenn man den zum Beispiel bei einer 400er-Frage setzt, kann man 800 gewinnen. Wenn man dann falsch antwortet, kann man aber auch 400 verlieren. Wir haben also 3 Joker, die man zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten einsetzt. Den Lemas Geldbeutel muss man vor der Frage wählen, weil es macht ja nur Sinn, auf Risiko zu gehen, wenn ihr die Frage noch nicht hört. Den Trank der Geschwindigkeit setzt ihr, wenn ihr die Frage gehört habt. Und das Bestechungserz, das setzt ihr, wenn jemand anderes falsch geantwortet hat. Also man muss heute ein bisschen auf Zack sein, auch wenn die anderen dran sind. Und noch zum Trank der Geschwindigkeit. Alles außer 500er Fragen kannst du damit ablösen. Könnt ihr damit ablösen. Also vor denen kann man nicht weglaufen, genau. Ja. Okay. Oder? So, und dann hatten wir noch gesagt, die 500er Fragen beantworten wie beim letzten Quiz alle. Das heißt, ihr schickt über Discord an den Fragesteller bitte eure Antworten. Bei den 500er Fragen. Bei den anderen Fragen seid ihr einzeln dran. Perfekt. Mhm. So, jetzt kann doch jeder mal sich doch kurz vorstellen von den lieben Teilnehmern. Ja, Moment, Alex, wo wir gerade so beim Erklären sind. Habt ihr denn noch Fragen dazu? Ja, ich habe eine Frage. Ja. Wenn man dieses Geldbeutel einsetzt, zum Beispiel. Ja. Nicht Geldbeutel, wie heißt es? Dieses Bestechungs... Oder was war das nochmal mit dem Bestechungserz. von jemand anderen das Geld klauen? Nee, Wenn die nicht Frage das Geld falsch war. klauen. Nur die Frage beantworten. Nee, ich meinte, was war das nochmal, wo man, wenn jemand die falsche Frage falsch hat, dass man das Geld nehmen kann von der Frage? Welches war das das ist- nochmal? Das ist das Bestechungserz, also der Joker in der Mitte, aber du musst die Frage dann beantworten, ne? Die Beantwortung, okay.
Kriegt man dann auch die volle Punktzahl? Oder. Ja. Okay, alles klar. Das wollte ich wissen. Alles klar. Das kann natürlich eine Chance und ein Risiko sein. Ich meine, es gibt ja auch Fragen, wo man tendiert zwischen 2 Antwortmöglichkeiten und dann nennt man die falsche, dann hat der andere natürlich leichtes Spiel. Mhm. Klar. Ja. Gut, ja, wenn ihr sonst keine Fragen mehr habt, dann, wie Alex gesagt hat, könntet ihr euch ja mal vorstellen, dass die Leute wissen, wer hier so im Quiz ist. Jack, du beginnst. Ich beginne. Ja, Kuckuck. Da ist er wieder. Jo, ich bin ein Jack XP, mach Let's Plays, Streams jeden Tag. Also Streams jeden Tag, Let's Play momentan eher weniger, habe ich momentan nur ein Projekt. Ich mache viel Gothic, Tomb Raider und auch andere Sachen. Andere Spiele. Und jo. Mehr gibt es eigentlich nicht unbedingt zu sagen. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Dankeschön. Jetzt der liebe Xardas, LP. Genau, jetzt muss ich mich als zweites vorstellen, bin ich wie beim letzten Stream ganz rechts. Genau, Xardas LP, ähnlich wie beim Jack, auch eher weniger Let's Plays, in der Vergangenheit gab es halt Let's Plays, mittlerweile teilweise Streams und vor allem beschäftige ich mich halt mit Gothic und eben auch dem Remake teilweise, dass da immer mal, wie zuletzt, einfach ein Review, eine Meinung zu den Sprechern zum Beispiel von mir abgegeben wurde. Perfekt. Dann der liebe Crazy Doom Gaming. Jo, ich tue grundsätzlich streamen, aber gerade nicht so oft. Und hauptsächlich mache ich Challenges, also Gothic Challenges, Speedruns auch, von Gothic und anderen Spielen. Die lade ich dann natürlich auch auf YouTube hoch, also ich habe auch einen YouTube-Kanal. Da habe ich in der Vergangenheit viele andere Dinge gemacht, wie Sketches und also alles, was halt mit Gothic zu tun hat. Ich habe sogar Let's Plays hochgeladen. Manchmal tue ich auch im Streams was Casual Gameplay spielen. Aber das ist dann immer so, wenn ich Lust habe. Aber hauptsächlich mache ich so Challenges und Speedruns, genau. Genau, du hast ja vor kurzem das Gothic Remake einmal gespeedrunnt, habe ich gesehen, die Demo dazu. Genau, das habe ich auch schon gemacht, ja. Das fand ich ganz Ja. lustig, ziemlich cool, ja. Und jetzt der liebe Danke. Piranha TV noch. Genau, also ich habe momentan ein Projekt am Laufen auf YouTube, zusammen auch mit Jack und dem Hochkönig hier und noch ein paar anderen Leuten. Ansonsten mache ich momentan nicht viel Content. In dem Projekt geht es um 7 Zocken Risen. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr Bock habt. Ist ganz interessant. Perfekt. Schaut auf jeden Fall bei jedem rein. Die Links werden ja dann im YouTube-Video alle wieder drin sein. Da könnt ihr bei jedem vorbeischauen. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Gut. So, dann würde ich sagen, der Hochkönig darf dem Jack die erste Frage stellen. Gut, legen wir direkt los. Jack, was möchtest du haben? Ich fange mal mit Gothic 3 an, gemischt da hinten rechts. Ui. Auf der rechten, genau, drüber noch eins rüber. Noch eins rüber, mach 300, mach die goldene Mitte. Okay. Oh mein Gott. Nordmars Hauptnahrungsquelle. Wie kann man den berühmten Nordmarer Nebelgeist herstellen? Heilige Scheiße. Gott, was braucht man? Was willst du jetzt wissen? Wie kann man den herstellen? Am Alchemietisch. Wir wollen ja schon die Da Zutaten steht wie, wissen. da steht nicht, was ihr haben, was ich dazu brauche. Da steht wie. Am Alchemietisch gehen, draufdrücken, aufs Rezept drücken und schon ist er hergestellt. Frage beantwortet. Ich will die Punkte haben. Wir wollen schon die Ja. Zutaten, mein Lieber. Ach so, das Ja. schreibt das doch hin. Instrumentaladverbien, los, Was? hau raus. Das wird ja mal besser. Zutaten wollt ihr wissen. Was waren die Zutaten? Das weiß ich doch nicht. Der wird jetzt auf Deutsch geprüft. Ja, Zutaten. Gott, was waren Zutaten? Boah, keine Ahnung. Also Nebelgeist ist schon mal nicht drin. Ja, ihr müsst ihr erst fangen und in eine Flasche abfüllen. Was ist so denn ein Nordmacher Nebelgeist? Ich glaube, der verlangt die Zutaten, der sucht die sogar, der fragt die ja sogar. Du sollst die ja sogar bringen. Aber Mhm. du willst wieder alle wissen, oder? Ja, Tja. Sind aber auch nicht viele, wenn ich ehrlich bin. Das ist so der einzige Tipp, den wir dir geben können. Ich habe mal gesagt Alkohol, Schnaps oder so und
Hansen. Weil der, ja. Warte, ich google mal fix. Wegschnappen Boah. müssen die trotzdem niemand. Ich glaube, das weiß niemand komisch, so wie man sieht gerade. das kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ich kann Das nicht wäre auch sagen. ein Keine geiler Ahnung. Joker. Du darfst mal 10 Sekunden nachschauen. Ja. Du kannst immer noch eine Ausweichfrage nehmen, Jack. Vergiss das nicht. Dann hebe ich mir auf für noch schwerere Fragen. Die Okay. Frage gebe ich ab an PK Charmant. Der weiß das. Ja, der Experte. Ja, ne, keine Ahnung. Was weiß ich. Grundstöckel, dann Pflanzen, meistens ja Grundstöckel, aber das war ja bei Gothic 1 und 2. Puh, keine Genau. Ahnung. Und Stöcke gibt's gar nicht. Ja. Auch in Gothic 3 gibt es auch Grundstöckel, aber Ja, nicht das weiß für ich einen noch. Nebelgeist. Richtig. Schnapsbeeren. Schnaps. Und noch Nebelgeist. Das ist schon mal, ja genau, das ist schon mal wahrscheinlich nicht schlecht. Da war auch Oh. noch was ganz Exotisches drin. Naja. Ja, ganz exotisch. Was war denn noch exotisch? Das war ja dort die ganze in der Nähe. Ah, ja. Gott, wie hieß das Ding? Staudenlobby, nee. Zählt schon als Antwort, alles falsch. Na gut. Naja, keine Ahnung. Komme ich nicht drauf. Okay. Okay, alles klar. Da Da, habe ich echt voll vergessen. Heilpflanzen, Schnapsbeeren. Schnapsbeeren waren schon mal richtig. Du wolltest am Ende auch noch die Menge wissen. also man brauchte 2 Heilpflanzen, 10 Schnapsbeeren und die Flasche. Ja. Erste Frage, erfolgreich verkackt. Alles Es gut. sind noch viele übrig. Ja. So. Alex, du bist dran. Lieber Xardas LP, was möchtest du haben? Was nehmen wir? Machen wir mal Magier 300. Wie beim letzten Mal. Mal schauen, was diesmal kommt. Wie viele Besessenen Okay, wie viel gibt plus es in minus? Gothic 2 Treffer. DDR? Ah, okay. Es sind nicht so viele eigentlich, das sollte man schon exakt wissen, würde ich sagen. Ja, Das sind ja nicht natürlich. viele. Ja. Also vielleicht um das noch einmal kurz zu klären, es geht nicht um die Suchenden. Ja. Es geht um die Besessenen. Ja. Ich habe im ersten Moment tatsächlich an die Suchenden gedacht, aber ja, die Ja. Besessenen. Oh. Weil ich meine, die Ja. exakte Anzahl an Suchenden, das ist Ja. sportlich. Sportlich. Ich bin bloß gerade, man kann ja auch die Gedankengänge so ein bisschen, ich bin gerade mal überlegen, ob das immer gleich viele sind oder ob nicht beim Magier 1, 2 dazukommen. Ja, ist so. Aber ich glaub, aber es geht ja nur um die Besessenen. Geht eh um Magier. Ja, genau. Na, ich meine nicht um die Suchenden, ob beim Besessen, wenn du Magier spielst, ob es mehr Besessene gibt. Das war der Punkt. Nee, es sind immer genauso viele. Du kannst nur die Quest nicht machen. Immer gleich viele. Ja. Okay, also im Minental gibt's 2 meiner Meinung nach. Das ist einmal dieser Jäger und einmal der bei den Fleischwanzen ist, der diesen tollen Trank gibt, wenn man verliert gegen ihn. Da haben wir schon mal 2. Jacken, da gibt's keine. Irdurat wäre dann theoretisch der Petro eigentlich auch davon betroffen. 3. Und jetzt haben wir noch Korinis ganz viele. Einmal bei Lobertshof, das wäre dann der 4. Dann haben wir, glaube ich, noch den Salantrill in der Stadt, das wäre der 5. Dann haben wir einen von den Bauern bei Benga, der 6. Und es müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr sein. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich jetzt noch länger überlege, dass ich die alle zusammenkriege oder ob ich jetzt einfach eine Zahl sage, die so zwischen 8 und 9 sein müsste wahrscheinlich. Noch so. Ist hier gut. Wem kann man das alles sagen? Ich sag jetzt einfach mal. Also, du hast ja auch den Brief da von Pyrokar. Und ich glaube, so viele stehen da auch nicht drin. Ich sage jetzt mal 7. Loggst du die Antwort ein, mein Lieber? Ja. Es sind 8 Besessene. Mario habe ich nicht drüber nachgedacht, okay. Ja. Genau, da steht sogar Mario, vergessen die meisten, steht in der Antwort. Aber alles gut, das ist wirklich ein bisschen tricky, muss man sagen. Aber machbar. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall machbar, ja. Zählt direkt zu den Besessenen dazu.
Ja, natürlich, er hat auch Das einen ist Schon Almanach Besessenen machbar. dabei. Also, wenn du vor allem jetzt frisch Gothic 2 durchgespielt hast, kein Problem. Aber wenn es länger her ist oder man Speedruns macht, Haha. wie der Kollege neben mir. Ja, genau. Ja, wie gesagt, das Petro, ist. gehört sind Petro halt- wirklich dazu? Nein, Pedro gehört nicht dazu, das wollte ich auch sagen. Ja. Ne? Hat Hab kein ich Almanach mich des dann- Besessenen. Habe ich mir schon daran gedacht, dass er nicht dazu gehört, genau, ja. Ja. Der war trotzdem Ja, fast aber- richtig. Aber es ging ja jetzt auch gar nicht darum, die aufzuzählen. Wir wollten ja nur eine Zahl hören. Genau. Ja. Ja, klar. Wobei das bei Petro trotzdem komisch ist, weil es wird ja in-game gesagt, dass von ihm Besitz ergriffen wurde und er weiß ja auch nicht, was er gemacht hat. Also du findest aber ja kein Buch bei ihm. Genau, du findest kein Buch bei ihm. Er wurde halt wahrscheinlich ganz anders. Muss es anders Besessen. wahrscheinlich, Also ja. die anderen wurden ja alle im Prinzip gleich Manipulation besessen, oder ja. irgendwie sowas, marionettenmäßig, Ja. ja. Vielleicht ähnlich wie bei Cornelius, vielleicht. Ja, Mhm. okay. Also, lieber Hochkönig, du bist wieder. Ja. Okay, aber Alex, du musst noch darauf achten, dass du den anderen die Chance gibst, dich zu bestechen, ne? Also nicht Ach, ich- sofort die Antwort sagen. Ach so, ja, ich dachte, das machen Ja. wir während der Frage, dachte ich eigentlich. Ja, okay. Aber dann übrigens passt das alles. vorhin bei der Frage von Jack mit dem Nordmarer Nebelgeist, ich Mhm. hatte da an Stollenkrollen gedacht, weil ich Mhm. gesagt habe, da ist was Exotisches dabei. Da sind ja Erzbrocken zum Beispiel dabei oder Minecrawler-Zangen. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, hä, warum war da jetzt nur Heilpflanzen, Schnapsbeere und so drin? Ja, Mhm. ich hatte schon die Vermutung, dass du an den Stollengrollen denkst. Und da ist übrigens Ja. beides drin. Erz- und Minecrawler-Zangen. Das Mhm. muss ja schmecken wie Jauche. genau. Boah, ekelhaft, ja. Okay, dann ist jetzt Crazy Do Gaming an der Reihe. Was möchtest du haben? Ich nehme mal Söldner 200. Jo. Söldner 2. Okay. Was kostet die mittlere Söldnerrüstung? Mhm. Oder wie kann man diese kostenlos bekommen? Wenn du eine der Fragen beantwortest, reicht das. Wenn man Gorn aus dem Gefängnis befreit, dann schenkt er dir die Söldnerrüstung. Die mittlere. Richtig. Genau. Das ist genau Wer richtig. zu dick Die dafür ist. Rüstung kostet 1000 Goldstücke oder man befreit Gorn und er schenkt sie dir, weil sie ihm nicht passt. Ja, genau. Und er sie eh schon trägt. Jo, also 200 Punkte auf das Konto von Crazy Do Gaming und ja, dann ist Alex wieder an der Reihe. So, mein lieber Piranha, was möchtest du haben? Ich nehme Söldner 300. Silvio, wo waren Silvio und seine Männer angeblich, bevor sie zu Unas Hof kamen? Boah, jetzt kommt da wieder so eine schöne Frage. Bevor sie zu Onas Hof kamen. Ja, die Story wird erzählt, ne? Sie waren ja anscheinend nicht in der Kolonie. Ja, ist richtig. Also in der Kolonie habe ich sie zumindest auch nie gesehen. Kommt aus den Bergen. Sie kommen aus den Bergen, genau. Kommen die überall her. Ah, Das ist schlecht für dich. Ganz schlecht. Boah, wo waren denn die? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, wo sie herkamen. Na dann, wenn es keiner will, dann lösen wir auf, oder? na gut, dann, nee, ich würde dann einsetzen, die Bestechung. Okay. Dingsbums. Okay. Ja, dann Kann sein, sag doch dass mal ich- an, wo kamen die denn her? Ich denke, sie kamen aus, also entweder tue ich mich jetzt blamieren oder nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie gegen den Orks gekämpft haben. Ich weiß es nur nicht gerade wo,
aber ich tu mal einfach raten und sag bei den südlichen Inseln. Von dort kommen sie her. Ja. Im Süden. Wo erfährt man das nochmal? Man Wenn du mit erfährt denen im, redest, oder? erfährt im Dialog mit Jarvis, dass sie aus dem Süden kommen, wo sie gegen die Orks gekämpft haben. Im Süden. Aber ich muss das mal gerade in Frage stellen, wie das mit in Myrtana ist. Also meines Wissens nach sagen sie nicht, wird nie von Myrtana gesprochen, sondern nur, dass sie im Süden gekämpft haben. Im Süden, genau. Deswegen kam in meinen Kopf südliche Inseln, aber südliche Inseln ist ja was anderes eigentlich. Aber ja, Süden. Nein, alles gut, ich genau. schau kurz nach. Ja. Ich schau kurz nach. Das könnt ihr Das ja könnt ihr. einfach nachschauen, genau. Beziehungsweise Also ich ist die Frage ja eh schon durch, also. Aus dem Süden. Und Ja, das Ja, südlich wenn passt, das genau, sagen. südlich passt, ja. Das ist Das ist die okay. Alternative zu den Bergen. So ein Fehler kann sich Entweder aus dem- einschleichen, ja. Entweder aus den Bergen oder von den südlichen Inseln. Ja, aber da du jetzt Süden gesagt hast und sogar, dass sie da gegen die Orks gekämpft haben sollen, warst du da drin im Thema und kriegst auch die Punkte, würde ich Ja. sagen. Oh, Also- nice. Das ist ja so dicht dran. Mhm. Cool. Vielleicht war das auch auf das komplette Königreich Myrtana bezogen, da gehören ja die Inseln mit Mhm. dazu. Ah ja, das könnte sein, ja. Genau. Maybe. So. So, Alex, dann bist du wieder dran, ne? Ja, mein lieber Jack, was für eine Frage möchtest du jetzt? Mach mal Gothic 1 gemischt. Gothic 3, 200, da bin ich ja gerade dabei. 300, weiter runter, weiter runter. 3, genau, das Ding. Okay. Die Vogelsteine. Nenne die Fundorte aller Vogelsteine in Gothic 1. GG. Das ist einmal, haben die direkt einen Titel, die Fundorte. Das ist einmal oben über Natürlich. dem Sumpflager, der erste mit dem Nyras da, das Ding. Mhm. Ja, der zweite, ich gehe jetzt nach meiner Reihenfolge. Der zweite ist das Stonehenge, dann die Bergfestung, dann die Klosterruine und dann die Trollschlucht. Habe ich was vergessen? Waren 5. Waren 5, ja. 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 Das waren 5. Ja, sag ich doch. Ja. Und lieber Jack, auf jeden Fall. Hat er Trollschlucht gesagt? Er hat das sogar auf den Berg Ja, neben dem Trollschlucht. Sumpflager Genau, genannt. perfekt, ja. Er hat jetzt einfach Meeresklippe gesagt. So heißt es in-game auch. Aber ja. Ja, Da gut. weiß ja jeder, was gemeint Man ist. weiß ja, was gemeint ist, ist alles Ja, gut, klar. so. Gar kein Problem. Also Jack, dann hast du dann 300 Punkte. Dankeschön. Und jetzt, lieber Hochkönig. Ja, dann ist Xardas LP wieder an der Reihe. Was möchtest du denn haben? Miliz Paladin 300. Die Ausbildung. Nenne jeweils 2 Ausbilder der Miliz und der Paladine für den Kampf. Ohne Magie, okay. Miliz. Da haben wir den Ruga, der kann Armbrust beibringen. Und dann haben wir den Wulfgar, der kann Einhand und Zweihand beibringen. Das wären die Milizleute. Bei den Paladinen haben wir den Ingmar, der kann Stärke beibringen. Neben Lord Hagen steht der. Und dann weiß ich tatsächlich nie, wie diese dämlichen 2 da draußen heißen, die Einhand und Zweihand beibringen. Deswegen gehe ich jetzt ins Minental und sag, dass der Kerolot auch Einhand und Zweihand beibringen kann. Mhm. Aber weil Ingmar ein Stärkelehrer ist, möchte ich da noch einen Kampflehrer hören. Ach, ein Kampflehrer, okay. Du weißt nach Kampfkraft und Wendigkeit. Ne, warte, ich überlege. Ich meine, gerade wenn du bei der Burg im Minental bist, Ja. da gibt es ja auch noch andere Paladine. Mhm. Ja. Aber der eine ist doch ein Händler, der andere ist. Ah ja, der Uda, Armbrust.
Na, das klingt doch vernünftig. Und dann hast du ja 4 Ausbilder für den Kampf genannt. Ich nehme das jetzt auch nicht als Danke. Fehler, weil du ja selber gesagt hast, dass Ingmar Stärke trainiert. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Ingmar ist ein Kampflehrer, dann hätte ich das als Fehler gesehen. Aber so passt das Lord Hagen sogar auch. definitiv. Krass. Genau, Uda ist jetzt nicht hier drin, habe ich vergessen wusste gar einzufügen. nicht. Aber passt auf jeden Fall. Warte mal, wieso Hagen kann will Lord passieren, Hagen was- Zweihand beibringen? Ja, 100 kann er Ja, beibringen, der ich- Lord Hagen, ja. Du kannst nur von Lord Hagen unterrichtet werden, wenn du über 90 Zweihand hast. Wow. Okay. Dann Oh. dann kriegst du den Hinweis von Girion, dass dir nur noch ein ausgebildeter Schwertmeister weiterhelfen kann und dass Lord Hagen ein Schwertmeister ist. Und dann kannst du Lord Hagen darauf ansprechen. Krass. Okay, krass. Echt. Ja, man erfährt immer wieder Neues. Aber es Ich gibt auch suche- andere, die das beibringen können, oder? Lee oder so vielleicht auch? Ja, Die die kann weiß auch man bis sofort. 100 trainieren. Ja. Ja, genau. Und ich meine, dass Girion das auf Irdorat auch kann. Aber Ja, die Das- kriegen ja alle einen Upgrade. Das ist ja wie Milton, der auf einmal einen 6. Kreis der Magie kann. Das ist, Ja. brauchen wir gar nicht drüber reden. richtig. Der ist schau nur zu grad faul, aber das mal dir auch vorher nach. beizubringen. Das ist das einzige Problem. Ah ja, der Gorn kann dir das auch beibringen auf 100. Dann im Minental dieser Hokhorn, dieser Drachenjäger. Lee kann dir es beibringen. Und Lord Hagen, genau. Ja, das ist ja krass. Okay, und Einhand? So, jetzt spoiler dich aber nicht für die nächsten Fragen. Ja, So, ist Alex, ja, wird weiter. ähnlich sein. Okay. Dann, mein lieber Crazy Du, was möchtest du? Also, ich möchte gemischt 200 bei Gothic 2. Kreise, was sind Kreise? Nenn ein Zauber für jeden Kreis der Magie. Also Kreis 1 Feuerpfeil, Kreis 2 Feuerball, glaube ich. Mhm. Kreis 3. Boah. Was gibt's bei Kreis 3? Kreis 3 war, glaube ich. Kann ich auch Kreis 6 zum Beispiel schon sagen? Und von mir aus ist kein Problem. Kreis 6 Feuerregen auf jeden Fall. Kreis 5 Dämon beschwören. Oder nee, nicht Dämon beschwören, warte, das war glaub auch Kreis 6. Oder nee, Kreis 6 ist glaub... Nee, Kreis 6 ist Dämon, Kreis 5 ist glaub Untote Armee beschwören oder so. Dann Kreis 3 wäre Blitzschlag und Kreis 4 denke ich Unwetter. Jo. Okay. Will jemand noch die Frage wegschnappen oder will das niemand? Wie viel war mehr? das jetzt? Von Punkten her? Bei 100. Also es ist falsch. 100. Deswegen, falsch, ja, okay. ja, das ist falsch. Eine 100, Sache war falsch. Aber deswegen frage ich ja, ob jemand noch wegschnappen Ah, will. die Frage, also ich kann die schon beantworten. Die Frage ist jetzt eher, ob sich 200 Punkte lohnen. Ah, so einer ist das. Der könnte ja, Ja, eine die 400 Frage ist auch, später. ob eine andere Frage vielleicht eine 400er einfacher wäre. Ich meine, wir haben auch nicht mehr viele 300er. Ja, okay, dann schnappe ich mir die jetzt vielleicht dann doch mal. Okay. Crazy, du hast vorhin auch benutzt. Ich verstehe nicht, warum das nicht weg war. Ja, Ja, genau, ich habe benutzt, ja. ja nee, das ist ja okay. Das ist ja nicht schlimm. Das wissen wir ja. So. Okay. Beginne. Okay, also schon mal ganz gute Idee gewesen, dass er bei Feuer bleiben wollte. Kreis 1 Feuerpfeil, Kreis 2 Feuerball, hat er gesagt. Dann haben wir den kleinen Feuersturm, Kreis 3. Gefolgt vom Blitzschlag, Kreis 4. Der ist tatsächlich Kreis 4. Ah, okay. Kreis 5 ist dann der große Feuersturm. Also heißt, der große Feuerball müsste zum Beispiel Kreis 4 sein, aber das ist egal, da hatte ich ja Blitzschlag gesagt. Großer Feuersturm. Kreis 6 genau. Feuerregen. Ist ja, sind zwei verschiedene Zauber. Großer Feuersturm, großer Feuersturm. Deswegen. Ja.
Und Untote, was das Armee der Finsternis ist zum Beispiel auch Kreis 6. Was Den war wurden denn dafür Dämon? Kreis Das ist 5. richtig. Ah, dann hab ich's. Okay, ja. Und Dämon, was du am Anfang gesagt hast, war wirklich Kreis 5 am Anfang, wirklich. 4 ist Steingolem zum Beispiel, na? Ja, du hast ja schon alles Ja. nicht beantwortet, lieber Xardas. Passt. 3 Skelett. Ja, ich Mhm. wollte nur noch ein bisschen. Kugelblitz Ja. ist auch Kreis 3. Ja, hier sieht man Alex, jetzt zum das ist Beispiel ein auch die. ziemlich cooles Bild. Ja, das Mann. habe ich extra so gemacht in-game heute. Das war in der Sprachnachricht dabei, wo du vorhin hattest. Was Ja, ist das sind aber crazy, du hast 7 am Runen. wenigsten Magier gespielt. Also ich Dann hab habe ich- mehr Magier gespielt wahrscheinlich als Paladin sogar, aber meine Lieblingsgilde ist halt Söldner. Ich habe ja hier auch die Reihenfolge reingemacht von 1 bis 5 und dann nur noch 6er Kreissachen. Ja, natürlich sind das 7. Das sind ja auch 7 Tasten, die du dafür belegen kannst. Du kannst 8 belegen, kann ich auch einstellen. Nee, also normalerweise 4 Ja, bis das- 0 ja, ja, ist und gut, ja. 3 ist dann der letztgewählte. Ja. Sehr schön, so. Questfrage beantwortet. Welche war das? So, also lieber Hochkönig, jetzt Magier bist du wieder 200, dran. oder? Okay, hast du mir Punkte gegeben? Ja, ne? Ja. Genau, 500, 300 bis. Okay. So, jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander. Piranha ist jetzt dran, richtig? Ja. Genau. Richtig. Gut. Gut. Ich nehme. Was nehme ich denn? Ich nehme Gemisch Gothic 2300. Jo. Also, einmal die 300er Frage für dich. Welcher Bandit hat bei den Piraten für das Lager eingekauft? Die Stellung über Piratenzone. Welcher Bandit hat bei den Piraten? Ach, ey, wir sind Jaken da. Okay. Ja, also nicht von dem Bild irritieren lassen. Ja, das ja, macht ja. Alex gerne, um zu verwirren. Welcher Bandit hat bei den Piraten für das Lager eingekauft? Da ging es um Alkohol, so viel ich weiß, ne? Boah. Die Hintergrundmusik ist auch gerade toll. Ja. Vergiss nicht, du kannst auch eine Ausweichfrage nehmen. Du hast immer noch die Ausweichfrage-Möglichkeit. Ja? Ja. Ja, komm, gib mir den Joker. Aber dieser Soundtrack ist so richtig geil als Fahrstuhlmusik, oder? Das wäre Ja, doch stimmt. Stimmt. so ein 200. Stock bei irgendeinem Hochhaus. Oder bei so einem so Boxauto. Die hätten wir gestern gebraucht, die Fahrstuhlmusik mit Shadow. Ich nehme Kuh. Ja. Nein, du musst 1 bis 10 wählen, weil die anderen Fragen sind die alten noch. Also 1 bis 10. Okay, dann nehme ich jetzt einfach mal die 7. Okay. Was hat Gomez mit den Vorgängern von Omid und Balam getan? Die hat sie geschlachtet. Das brauche ich ein bisschen genauer. Wer war Omid und wer war Balam? Das passt doch zu gut, diese Musik jetzt. Oh, ja genau, die Trauer. Liebesthemenmusik. Jetzt geht's heiß zur Sache. Das hat Das er heißt- nicht mit den Vorgängern von Omid und Balam getan. Ja. Hat nicht so heiß gegessen gewesen, wie es gekocht hat. Also wer sind denn überhaupt Oh. Omid und Balam? Wir sind hier in Gothic 1 reingerutscht, ne? Mhm. Mhm. Gothic. Gothic. Ich habe keine Ahnung. Ich bilde mir ein, ich wüsste es, aber. Kann man das noch Praktisch wurde er abgreifen? jetzt eh gerade gefressen nach dem Soundtrack. Kann man die Frage noch abgreifen? Ich bilde mir ein, ich wüsste es. Ja, greif ab. Vielleicht Ich mache ich weiß mich selbst nicht. zum Affen. Vielleicht mache ich mich auch zum Affen, aber. Okay, du willst die haben, die Frage? Ja. Okay. Und? Ich bilde mir ein, die haben gesagt, er hat die Nani Snapper im Fluss verfüttert. An was verfuttert? Die Snapper im Fluss verfüttert. Jack, das ist richtig. Das erfahren wir von geil. Bartolo.
er verfütterte diese an die Snapper im Fluss. Wobei ich noch nie Snapper im Fluss gesehen habe, aber. Welchen Fluss? Ich auch Genau. nicht, das freue ich mich auch jedes Mal an der Stelle, aber okay. Aber es ist das, was Bartolo sagt und deshalb ist das die richtige Antwort und das bringt dir, ich weiß gar nicht, 300 Punkte? 300. Wir Wo müssen waren gleich wir gucken, wo die Frage war gerade eben. Das muss ich kurz schauen. Die hier war das. da? Ja, 300. 300, ja. Ich hätte mehr lernen sollen. 300 Prüfungsvorbereitung. ist jetzt Komm weg. wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Das ist zu schwer für mich. Unmöglich! Das Unmöglich! Fisch ist abgebrochen. Das kann ich nicht lesen. Zu schwer. Ah. Na, da müsste ich ja direkt auch wieder dran sein, oder? Bist du? Die Alex. Gothic-Community disst sich untereinander mit Gothic-Sprüchen. Das ist nicht Mhm. toll. Ja. Geisteskrank, ja. Also, lieber Jack, welche Frage möchtest du jetzt haben? Ich wollte gerade vorhin mit Gothic 3 Wissen prahlen und bin auf die Nase gefallen. Mach mal Gothic 3 400. Oh, er geht direkt nochmal all in, ja. Trommelwirbel. Dadadadadam. Also, Meister der zwei Klingen. Was sind die Zutaten? Das habe ich mir Meisterschwert gedacht, was sind die herzustellen? Zutaten? Das ist war eigentlich auf doch für jeden Fall, Gutscheine. um das Meisterschwert herzustellen. Oh. Hey. Was Ich denn sag's du? aber. Du geschafft. Ich bilde mir ein, es waren 2 Katana. Ich weiß aber gerade nicht, was noch dazu gehört. Ob das wirklich nur die 2 Katana waren. Überleg. 2 Katana, was könnte denn noch dazu gehören? 2 Katana auf jeden Fall als Meisterschwert und ich weiß nicht, Rohstahl, aber dafür sind ja die Katana da. Braucht man generell zum Schmieden. Ja. Zählt da das Schmiedewerkzeug auch dazu? Was braucht man zum Schmieden? Nein, nur die Zutaten, wo du brauchst. Also nur wirklich Zutaten. Also nicht, was du brauchst, um es überhaupt zu schmieden. Jack, vergiss die Esse nicht. Ja, und den Auf wie viel Handgriff. Grad, du musst auch noch wissen, auf wie viel Grad die Esse sein muss. Ja. Ja. Und wann du umdrehen musst. Ja, das könnte ich mir fast vorstellen hier beim Gothic Schäfer. Ja. Nach dem letzten Quiz. Ja. Aber kurze Frage, gibt es noch mehr solche G3-spezifischen Zutaten-Geschichten? Sind die alle mit Zutaten? Nein, natürlich nicht. Ich hätte mir eigentlich was Besseres erhofft bei Gothic 3 fragen, als ständig Zutaten fragen. Nein, das sind doch die einzigen zwei Obwohl Fragen. Gothic 3 voll damit ist hier. Bring mir die Zutaten von. Oh, ich habe Alles leider gut. nicht mehr die Zutaten. Jack, jetzt leg dich ab, jetzt mach dein Ding. Schade. Ich würde tatsächlich Eine 10 sagen, es Städte wäre. oder so. Ich würde fast sagen, es waren wirklich nur die 2 Katana, kann mich aber auch täuschen. Ich sag mal die beiden Katana. Okay, will jemand die Frage wegschnappen? Ich glaube nicht. Bitte, es fehlt noch irgendwas ganz Darf ich Simples. googeln? So. Also, Rohling, Ja, genau, Rohling hatte Also, ich gesagt. wie gehabt. gesagt, Meister der zwei Klingen, 2 Katana und ein Erzrohling werden für das Meisterschwert benötigt. Rohling hatte ich gesagt gehabt. Rohling, ja, aber kein Erzrohling. Und das oder? Erzrohling, das habe ich gesagt, das habe ich ganz leise gesagt. sodass Nee, ich hast du gehört nicht, das tut mir leid. Es tut uns Nee. leid, aber alles gut. diesmal gibt es ja auch keine Schade. halben Punkte, oder? Doch, es gibt ein paar Fragen, wo wir, aber das ist jetzt egal jetzt erstmal. Wenn die kommen, Ah. kommen wir dazu. Wir haben es schon besprochen mit dem. So, habe. Hochkönig. Rohling du war ich mir bist nicht mehr sicher. Ja, Okay, dann bin ich ist ja schon wieder dran, mein das Gott. okay dran. Ja. Los, hau raus. 500. Da müssen Ja, alle mit rein, damit er nee. 500 macht. Ich mache jetzt mal Söldner Drachenjäger 400. Gut, Söldner Drachenjäger 400. Vielleicht kann mir das der Dings hier, der Crazy, dann wegschnappen. Kann ich nicht leider mehr. Ja. Ach so, Söldner hast du mal. Special. Welche Quest erhalten Söldner ab dem 3. Kapitel von Gothic 2 bei Buster? Gefängsfrage. Ist auch schon wieder geil, wie Sentenza abgebildet ist. Vergiss nicht deine Der Joker, Buster wenn ist du doch was der, willst. der vorn bei der Hütte steht, am See. Sentenza. Ich weiß es, Mann. Ich auch.
Du hast ja Raul, für den musst du zum Beispiel ein Trollfell holen. Und ist Buster nicht auch so einer, der da so rumprahlt, für den du Keine irgendwas Ahnung. machen musst? Hm, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mann, warum nehme ich auch die Söldner, ey? Unglaublich. Du kannst immer noch eine Ja, Ausweichfrage scheiße nehmen, wenn du das Karte willst. macht Mario. Könnte ich machen, ja. Aber ich überlege gerade noch mal ganz kurz. Nee, warte mal. Das muss ja mit den Drachenjägern zusammenhängen. Der will Drachenblut, oder? Ich glaube, man soll den Drachenblut bringen. Loggst du das Irgendwas ein? Ist krass das wollte eine der als- Antwort? Ja, das sind wir wieder beim Thema. Was ist jetzt klüger? Raten, pokern oder doch auf Safe gehen? Aber ich habe schon 500 Punkte, also sage ich, der will Drachenblut haben. Iranja, möchtest du die Frage beantworten? Denn das ist falsch. Piranha, ist er gerade da überhaupt? Der ist da, aber ist Ah, gemutet, doch, wie ist es er aussieht. da. Sorry. Also ich laber hier und war noch gemutet. So, die Quest halten selten ab. Am Ende waren es jetzt die Kapitel von Dracheneier oder so. Ach, keine Ahnung. Buster. Nein. Nee, fällt mir jetzt auch nicht ein, direkt welche Quest das ist. Ich kenne sie wahrscheinlich, aber frag mich nicht, was ich von ihnen bekomme. Okay. Okay. Dann, die Frage ist falsch beantwortet. Man muss Schattenläuferhörner besuchen. ja, okay. Hm. Boah, das ist ja wirklich eigentlich einfach. Eigentlich easy, ja. Ja, aber manchmal fallen einem auch die einfachen Sachen einfach Ja, gerade nicht weil ein. ich mit Raul geredet hatte, mit dem schwarzen Troll, da dachte ich, da muss es bei Buster auch irgendwas krasses sein. Der hat ja auch den. Na, der gibt ja auch gern an. Mhm. Okay, naja. Okay, mein lieber Crazy Do Gaming, du bist wieder dran. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die erste 500er-Frage. Und natürlich nehmen wir Söldner. Okay, Ja, also ich würd sagen, Söldner bleib mal bei 500. Söldner. Alle müssen das beantworten bei mir im Privatchat. Ach ja. Okay, eine Mhm. Frage. Da ist dieses Geschwindigkeitstrank nicht erlaubt. Nein. Ja, das habt ihr gesagt. Ja, okay, passt. Okay. Also, Unfälle passieren. Wegen welcher Strafe hat der Drachenjäger Gruder 10 Jahre im Gefängnis sitzen müssen? Mhm. Mhm. Oh, was ist das denn? Das ist eine 500er-Frage. Ja. Ja, Mhm. Die ist ihr Erz wert. Ja. Mhm. immer diese Dialoge mit Charakteren, die man nicht lieb gewinnt. Also die Drachenjäger sind somit. An sich, das Konzept von Drachenjägern ist cool, aber alle Drachenjäger, die man so trifft, außer Gordon, sind eigentlich Market Trash. Also, Söldner Alle sind sind, ehemalige Willst du Banditen. lieber Cheat fragen? Söldner sind geil, aber Drachenjäger sind halt wie Banditen, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Ich finde auch dadurch, dass die Drachenjäger alle die mittlere oder schwere Drachenjägerrüstung haben und dadurch diese Helme aufhaben, sind die so unheimlich verwechselbar. Die, Ja. die sind dann da auch einfach nur als Pulk und man muss immer durchgehen und nachfragen, wer war das jetzt noch eigentlich? Wer, Man muss, Wobei ich sagen muss, die zwei, mit denen man es, also Rott und wie heißt der andere? Cypher? Helfer. Genau, mit denen man Sumpfdrachen macht, die sind nett. Die kann man jetzt nicht über den gleichen Kamm Ja, scheren. die kennt man aber auch aus dem normalen Söldnerlager auch schon vorher. Genau. Ich muss es leider raten. Wie gesagt, schreibt alle privat eure Antwort oder was ihr denkt. Kein Da Problem. wegen jetzt ein Gothic Shaper. Ja. Ah, diese Fragen, diese verdammten Fragen. Du kannst Fragen stellen. Ich habe schon mal 2 Antworten. Unterschiedliche? Ja. Cool. Jetzt sind es 3. Ich will 3 aber, dass, unterschiedliche. wo der eine so sagt, ja, wir kommen aus den Bergen und dann kannst du so sagen, so, aus den Bergen. Ah ja, du hast es verstanden. Ich bin ein Abenteurer aus dem Osten. So, aus den Bergen. Was ist? der Titel von Das der ist- Frage, der spoilert ist ja er ein sogar. bisschen, schätze ich, ne?
Unfälle passieren. Ich komme nicht drauf, Mann. Ich glaube, ich verwechsel diese Antwort mit einem anderen, aber ich probiere es einfach, wirklich. Ich schreibe jeden Genauer. hin, ich habe jetzt bei jedem Cool. geschrieben, genauer, wo es wirklich zu ungenau ist. Ja, für eine 500er-Frage, da musst du wissen, ja, alles. Und ich habe auch einmal die richtige Antwort bei 3 Anfragen, aber es fehlt noch eine Person. Was hatte er vor 10 Jahren für eine Mach uns untere bitte noch mehr Druck. Sag bitte, wer das richtig hat. Nee. Das ist ja langweilig. Frage? Ah, scheiße. Das steht bei mir gleich drin, genauer. Ja, sag ich 10 doch. Jahre. Also ich lasse euch jetzt noch ein bisschen Zeit, euch rein. Euch 4. Ja, wenn man da nicht mal einen Ansatz hat. Das ist so bei der Meisterschwertfrage zum Beispiel, da hätte ich auch Katana gesagt und rein vom Aussehen her schaut es halt eben so aus, als wäre da so ein Erzrohling drin. Dieses bläulich Schimmernde da kommst du halt drauf. Aber hier, ich kenne den Typ, ich weiß, dass es da so einen Dialog gibt, aber ansonsten... Alles gut, alles gut. Wie gesagt, wir chillen und schauen. Ja. Dann bin ich mal gespannt bei den anderen 500er Fragen, also Magier und Miliz zum Beispiel. Ja. Die sind auch nett. Wie viel hat Nadja in ihrem Inventar, wenn man alles verkauft? Ich hoffe, solche Fragen kommen heute nicht dran, weil das kein Mensch weiß. Ja, sowas haben wir diesmal nicht. Nicht? Nein, Aber hey, ich nein. weiß jetzt mittlerweile, dass der Verkaufspreis 6,6 als Faktor hat. Was man 6,6? kriegt dafür. Boah, Ja. krass. Okay, wir haben 2 finale Antworten. Ich habe nur Ahnung, geschrieben, sobald es wirklich final ist, sollte ich final schreiben, sonst geht's weiter bitte. Keine Ahnung. Ja, final. Okay, fehlt nur noch eine finale Antwort. Finale. Von Jack. Oh. Du musst noch final schreiben, ob das deine finale Antwort ist, was du geschrieben hast. So, Finale. Ja, Final, habe ich jetzt gesagt. Finale. Okay, dann lese ich jetzt alles vor, Leute. Ich lese jetzt alles vor. Okay. Also, Xardas LP. Warte, Xardas, ich muss wissen, ob das jetzt Finale ist, das obere oder das untere Finale, bevor ich was sage. Xardas, ist das Also obere oder das untere? Okay, das Ja, untere. das untere. Okay, also, Xardas sagt, es ist Verrat am König. Piranha sagt, er hat aus Versehen jemanden getötet. Das ist leider zu ungenau. Jack sagt, Auch er hat als 2 Memo. Jahre Hasen gejagt. Das ist aber Was? auch wieder zu ungenau. Was hat er? Er hat aber trotzdem einen sehr guten Hasen Ansatz gejagt. gehabt mit den 2 Hasen gejagt. Sehr guter Ansatz, ich kann mir auch gleich erklären, Ah. warum. So. Und Ja, der Alter, liebe Crazy unglaublich. Du, Okay. der Crazy Du er hat einen Typen zu stark geschlagen und er hat sich ein Genickbruch gehabt. Crazy Du hat's richtig sogar beantwortet. Ach, das war dieser Dialog. Ja, und das mit 2 Ja. Hasen. Also wie gesagt, in Wirklichkeit hat er nur so eine lange Strafe her wegen dem Genickbruch. Deswegen die 2 Hasen ist nicht genau genug gewesen. Ich Das hab, fehlt. Ja, Ich hab- aber wenn man Ey. ja Wilderei geschrieben hätte, okay. Wilderei Ich war, hab war ja nur eine Ministrafe erst, aber die richtige Strafe hat er wirklich nur wegen dem Genickbruch bekommen. ich hab gedacht, diese Antwort, also ich habe gepokert und ich dachte, das wäre tatsächlich von Gothic 1, von den einen, wo man Stärke bekommen kann, in diesem Mhm. neuen Lager da. Da wo man, wie heißt der Typ nochmal? Ach, der halbe Pazifist. Der Mhm. Reichspflück, ja genau, Ja. da habe ich Ach, gedacht. hier, ja, ich hab's gerade da. Ja, okay. Das ist immer so geil, wenn du das jetzt so liest oder hörst. Das ist schon. Ja. Also, die Schweine haben mich wegen Wilderei dran gekriegt. Wegen 2 lumpigen Hasen. 10 Jahre haben sie mir dafür aufgebrummt. Das war alles. Na gut, ich habe mich natürlich gewehrt. Und ich konnte nichts dafür. Der Typ ist gestolpert und hat sich das Genick gebrochen, ehrlich. Ja, Ja, genau, wie gesagt, perfekt. aber Also, Crazy Du hast 500 Punkte bekommen. Herzlichen Glückwunsch. das sind solche Fragen, die verbindet man nicht mehr wirklich mit Charakter. Ja, aber wo du jetzt das mit dem Hase gesagt hast, habe ich als erstes an illegale Wilderei gedacht. So, Mhm. das war. Wäre aber auch wieder zu ungenau, leider. Wir sind Ja. nicht bei Kingdom Come. Deswegen schicken die Hasen bei Returning dann auch einen Dämon, wenn zu viele getötet werden. Oder bei Witcher, wenn du Kühe tötest, kommt auch so ein riesiger Dämon, der alle umbringen will dann. Lol. Ja. Falls ihr das noch nicht gewusst habt. Okay, gut. Lieber Hochkönig, du machst weiter. Ja, aber ich bin gerade ehrlich gesagt raus, weil jetzt alle dran waren.
Jack jetzt dran? Sehe ich Nein, das jetzt ist richtig? Piranha dran. Nein. Crazy, du hat gewählt Ah. gerade. Quizfrage, wer ist jetzt dran? Okay, Piranha, was möchtest du haben? Ja, Felix Paladin 500. Paladin Oha, noch eine 500. 500. Das ist Sack. Also, Okay, los Jetzt geht's. wieder auf. Auch ne, wieder dieses Käferbild von. Ah, das Geheimnis. Oh Gott. Woher hatte Xardas die Paladin-Rüstung, die er in einem geheimen Raum des Klosters versteckt hielt? Antworten bitte an mich über Discord. Und dann schön vorlesen Oh. wieder. Muss ich dich erst Kommt mal- von Xardas? Alter, also da sieht man wieder, ich habe zu selten Paladin gespielt. Ich habe auch nur einmal, glaube ich. Gib mir hin, wirklich ich mach die konsequent Beine nicht. Paladin gespielt. Dann bist du ein erwählter Innos. Wem soll ich das jetzt schicken? Dem Hochkönig. Jo. Wo ist denn der Hochkönig? Da unten. Er hat. Also ich mag diesen Stardust hier auf dem Bild, ja. Das war doch damals in seiner Hippie-Phase. Ich Damals. Er sah damals so aus, vor 100 Jahren. Ja. Das war sein erster Tag, nachdem er nicht mehr den Feuermagiern angehört hat. Ja, stimmt, das ist gut. Das ist gut. Vor allem in dem Moment, wo er noch Feuermagier war, gab es doch noch keine Paladine richtig in Khorinis. Ja, das, ja, die Paladine um Lord Hagen halt nicht. Ja. Aber ich meine, er ist ja viele Jahre vorher im Kloster gewesen. Das meine ich ja. Also da kann es ja zwischendurch mal Paladine da gegeben haben. Das ist ja schon allein ein Paladin im Kloster schon die ganze Zeit auch im Spiel. Auch. Und Ah. dann, Ein paar Dutzend vielleicht. Hm. Mhm. Aber das ist ja sowieso diese Jahre bei Piranha Bytes, dass du weißt ja jetzt nicht genau, ja, also Xardas war jetzt die 3 Jahre beim König in Vanguard und dann war er die nächsten 2 Jahre auf Khorinis und so. Das ist ja alles so ganz vage gehalten immer. Das stimmt, aber das ist für diese Frage ja eigentlich auch unerheblich. Es ist einfach vor der unerheblich, Zeit der ja. Barriere gewesen, Ja. dass diese Paladin-Rüstung da versteckt hat. Ich habe eine Antwort bekommen, 3 Antworten stehen noch aus. Weil keiner den Plan hat von der Scheiße. Ich habe echt keinen Plan. Ich Piranha, du hast sie gewählt. Du wolltest der Profi sein im Paladin, ja? Das wollte wäre nur doch uns jetzt geil, wenn andere das, sein, Hätte ja Vergleich sein können, dass die Frage leicht wird. das Okay, ist eine Verknüpfung ja. mit der vorherigen Frage zu sehen. Die Person, die da das Genick gebrochen hat, das war ein Paladin. Ich Und grab Xardas einfach ist dann, mal hat sich drüber. hinbeschworen, hin teleportiert und hat die Rüstung mitgenommen. Naja. Ich grab einfach egal. Ja, schreib einfach 2 Hasen wegen Wilderei. Also, Crazy, du musst es eigentlich dem Hochkönig schreiben, weil er ist ja gerade in dem Runde. Oh, okay, doch. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Es ist ja okay, dass du erzählst, ist ja nicht schlimm. So, Dele. Xardas der Giga-Chat. Ich habe keine Ahnung. Aber wie Ja, gesagt, so wie also- Xardas da aussieht, nachdem er dann die Feuermagier verlassen hat, das sieht wirklich so aus. Also da hast du schon recht, dass es direkt darin verlassen hat. Ich hätte auch mich abgeschossen, nachdem ich endlich von denen los bin, von diesem radikalen Verein der Feuermagier. Ja. Diese Mörder im Namen der Feuermagier. So, okay, ihr habt mir alle Fragen geschickt. Alle falsch. Die sind alle sehr nah an der Wahrheit dran. Oh, wow. Wie? Das Was? ist sehr interessant. Okay. Jetzt muss ich so ein bisschen abwägen, was ich eigentlich da zählen lasse, weil Xardas LP hat mir geschrieben, er hat die Rüstung einem toten Paladin abgenommen. Crazy Do Gaming hat mir geschrieben, er hat es vom Grab eines edlen Paladins geklaut. Jack XP hat gesagt, von einem Paladin, den er getötet hat. Boah. Und Piranha hat geschrieben, er hat sie einem gefallenen Paladin abgenommen. Alter. Also ihr seid alle bei der Richtung, okay, da ist irgendwie ein Paladin tot gewesen und Xardas hat die Rüstung gemobst. Und einmal Xardas hat ihn umgebracht. Einmal. Also, Ja.
Die Sache ist die, Xardas hat sich damals schon mit den Schattenlords beschäftigt. Mit den Schattenkriegern, die uns ja auch in Gothic 2 manchmal auf den Sack gehen. Mhm. Und da hat er so einen bekehrten Paladin, sagen wir mal, untersucht. Und dem hat er die alte Rüstung abgenommen. Mhm. So, du kannst jetzt auch mal auflösen, Alex. Wir sehen das in dem verstaubten Buch, das in Xardas geheimer Bibliothek neben dem Almanach auf dem Schreibtisch liegt. Aber man liest es nur, wenn man ein Paladin ist. Der bekehrte Paladin scheint auf keinerlei Reize mehr zu reagieren. Also deshalb denke ich, dass Xardas den irgendwie so ein bisschen geguckt hat, was mit so bekehrten Paladin doch geht. Ich habe seine Rüstung und seine restlichen Habseligkeiten im hinteren Raum verstaut. So, also Xardas Xardas LP hat geschrieben, hat er von einem toten Paladin abgenommen. Das ist so gesehen richtig, meiner Meinung nach. Denn der Schattenkrieger ist ja ein toter Paladin. Die hat er abgenommen. Würde ich auch sagen. Wenn Crazy Do Gaming jetzt sagt, er hat es von einem Grab geklaut, dann würde ich eher sagen, das ist falsch. Aber Weil- die Frage ist, wo hat er den Paladin gefunden? Das steht er ja gar nicht. Ja, das ist die Frage. Aber Da gibt's sagen wir generell so, die ganz Schattenlords viele gibt es ja nicht nur in Fragen, Gräbern, ja? Also würde ich sagen, dass das eine genauere Antwort ist von Xardas Wenn LP. man mal an die Schattenlords an sich denkt, dann ist ja jede Rüstung von denen total alt. Warum dann die von Xardas gefühlt picobello neu ist? Die hat er geputzt noch vorher, für dich. Genau, er hat Ah, sich- die war genau. vorher in der Waschanlage. Aufgemotzt mit seiner Magie. Ja, es könnte ja sein, dass diese Schattenkrieger erst nach längerer Zeit so ein bisschen vermodern und... Nein, es macht eigentlich keinen Sinn. Aber er hat diesem bekehrten Paladin die Rüstung abgenommen. Das sieht man da ja. Ich habe seine Rüstung und seine restlichen Habseligkeiten im hinteren Raum verstaut. Ja. Crazy, wenn ich deine Antwort so lese, dann hätte ich jetzt eher vermutet, er ist zu irgendeinem Paladin-Grab gegangen und hat da die Rüstung weggenommen. Und nichts für ungut, aber das ist für mich nicht die Lösung hier. Ja, passt. Bei Jack XP bin ich auch so ein bisschen im Zweifel von einem Paladin, den er getötet hat. Das steht da ja eigentlich auch nicht. Ich Wir würde können ja jetzt bekehrt eher... haben, können er gemacht haben. Also, Aber könnte, das ist nur ein könnte. könnte. Wir müssen nur das, Ja, was aus, sicher ist, aus sagen. Versehen mit 20 Blitzschlägen getroffen. Aus Versehen Da zum steht- Dämon beschworen. Moment. Aber Aus in Versehen, dem Buch steht, einer von ihnen ist mir in die Hände gefallen. Ich hoffe, die anderen werden seine Anwesenheit hier unten nicht bemerken. Einer von ihnen ist mir in die Hände gefallen, klingt ja nicht so, dass Xardas diesen Paladin verflucht hat. Das klingt ja eher so, als ob er... Einer von ihnen ist mir in die Hände gefallen. Ich hoffe. Ja. Das Ding Also war schon Bekehr, bekehrt, der hat ja nichts mit ihm gemacht, der ist einfach... Das klingt nicht so, als ob der Paladin sein Ende durch Xardas gefunden hat und deshalb würde ich hier auch keine Punkte geben. So, Piranha allerdings hat geschrieben, er hat sie einem gefallenen Paladin abgenommen und verstaut. Gefallen kann ich jetzt auch so deuten, dass der im Orden halt gefallen ist, weil er sich Belia zugewandt hat. Und er hat sie ja dem Paladin abgenommen und verstaut. Deshalb kriegt Piranha in dem Fall auch die Punkte. Was hat er dann mit ihm gemacht, nach der Berüstung? Hat er ihn dann getötet? Gute Frage. Das musst du ihn selber fragen. Ja. Geht nicht. Hab's Piranha an. Bekehrte Paladin scheint auf keinerlei Reize mehr zu reagieren. Ich habe seine Rüstungen und seine restlichen Habseligkeiten. Steht nicht drin, keine Ahnung. Vielleicht hat er ihn dann ja auch von seinem Leiden erlöst. Das ist ja möglich. Ja. Oder das ist einer dieser Skeletttypen, die da unten in der Bibliothek sind. Das Skelett Die ist da ja vor- auch tot. Die da vor der Tür sind. Ich meine, er hat dann die Rüstung ja abgenommen und dann war halt nur noch das Skelett da. Fakt Das ist auch man möglich. muss ihn aber nicht nochmal töten. Oder? Ich meine, Ja. er war ja schon mal tot, um überhaupt untot zu werden. So, da Also hat kommen er wir an die nicht getötet. Grenzen unserer Sprache, ja. Ja,
Ja, den getötet, wieder beschworen, wieder getötet, wieder beschworen. Ey, ohne Witz, ich habe schon mal überlegt, es wäre doch ein super Training in Gothic 2 gewesen, wenn Xardas am Anfang immer ganz leichte Gegner beschworen hätte, die der Held dann für Erfahrung töten kann. Stimmt. Ja. Ja. Es wäre zu einfach gewesen. Xardas hat einfach keinen Bock auf irgendwas. Ist doch so. Xardas will nur sein liest Ziel seinen verfolgen und Ruf. sonst nichts. Xardas hätte wahrscheinlich auch eine riesen Dämonenarmee beschwören können, mit der wir dann nach Irdorat gezogen wären. Der Es hätte reicht die ja ein Drachen Dämon, wenn er allein- einen beschwört, eigentlich sogar. Der hätte die Drachen allein Ja. besiegen Der hätte können. alles Mögliche machen können. Uroka hätte genauso mit einem Feuerregen durchs Minental gehen können. Das ist richtig, der war eine Nee, das wäre langweilig, da müsste er Aber- laufen, der ist doch schon alt. Ja, Der ist schon in der kann Rente. nicht, ja, der kann nicht wie laufen. Der hat es gerade so bis zu diesen Auge-Innersplatz da geschafft. Ja, und selbst da hat er ja Das noch ist gemeckert. sowieso- Selbst da wollte er ja nicht hin. Ja, dass die alle zu Fuß dahin laufen, ist auch so geil. Das kannst du auch niemandem erzählen. Als Magier, stimmt. Es gibt halt keinen Teleport dorthin, deswegen konnten sie es nicht anders machen. Das macht aber null Sinn. Wenn das der Ah. wichtigste Ort für die Feuermagier ist, dann sollte der oberste Feuermagier von Korinis einen Teleportstein dahin haben. Und Vor allem- Xardas, der kann sich zum Beispiel frei teleportieren. Ja, aber dann wäre die Geschichte langweilig, dann hätte er sich ja in dem Moment dahin teleportieren können, wenn er Angst hat, dass da was passiert. Vor allem Xardas ist ja ein Magier, also der kann ja eigentlich sogar Runen so einfach so herstellen. Ohne Probleme, denke ich mal. Zum Beispiel. Ja, eine Wollte er Teleportrune wird wahrscheinlich sowieso so funktionieren, dass du irgendwas von dem Bereich brauchst, wo sie dich hin teleportiert und dann erstellst du die halt einfach. Ja. Mhm. Weiß nicht, wurde schon mal jemals irgendwo in der Story erklärt, wie eine Teleportrune funktioniert? Ich meine, Nein. Mods und sowas ja, aber das ist hier irrelevant. Also zumindest, wo wir das gerade mit den bekehrten Paladinen hatten. Als Paladin hat man ja eine Möglichkeit, die Rune zu bauen in diesen Raum. Denn sonst kommt man Ja. in den Raum ja nicht rein, es sei denn, man nutzt K oder F8. Oder man titscht sich rein. Genau. Also so kann man ja eine Teleportrune bauen, aber man kann ja nicht selber bestimmen, wo die hingeht. Also es gibt ja, ihr habt ja das schon mit Mods erwähnt, es gibt auch irgendeine Mod, ich glaube, die Curig war das so. Jack, vielleicht kannst du mir da helfen? Dass du da eine Rune irgendwie abwerfen kannst und dann kannst du Ja, dich ja, mit das einem ist- Gegenstück dahin teleportieren. Richtig. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz charmant als Idee. Gibt natürlich auch fast schon so ein bisschen OP-Vibes, ne? Wenn du genau bestimmen kannst, wo du hin willst. Du hast aber nur eine, ich hatte nur eine Rune, hatte ich da, Ankunftsrune. Ich kann jetzt die dort und dort und dort und dann irgendwie im Menü auswählen. Die hatte bloß eine Ankunftsrune. Die konnte ich in dieser Welt da, aber trotzdem dafür dann überall hinlegen, wo ich wollte. Hm. Okay, gut. Dann ist der Jack der liebe Jack wieder dran. Jo, da machen wir mal, damit sie weg ist, die Frage 500 Gothic 3. Ja, Jetzt auf! kommen Hör alle auf! 500er Fragen. Warte, jetzt kommen alle 500er. Sag mal, waren nicht die 500, die gerade Jack, raus Jack, du bist doch richtiger Gothic 3-Kenner. Mach doch direkt den Lemas Geldbeutel an. Nein! Will jemand anderes Lemas Geldbeutel anmachen? Wie stellt man einen Feuerkelch her? Welche Zutaten brauchst du? Also wenn Kann niemand man will, nicht also herstellen. niemand will einen Geldbeutel setzen, oder? Nö. Nenne die Wie Anzahl viele der graue Haare Pflaster, hat Xardas? wie viele Gothic 3 sowieso Pflastersteine sind im Kloster verlegt. Nicht einer. Das ist kein Wie- Kloster, das ist Wie viele, die Mauer. Schätzfrage und weil ihr nett seid, +/-1. Okay, also jetzt geht's weiter. So, Alex. Die höchste Oh mein Kunst des Schmiedens. Ingwer bringt einem nur dann bei, Waffen aus reinem Erz zu schmieden, wenn man 3 Bedingungen erfüllt. Welche sind das? Alle mir schreiben privat. Boah, Mamma mia. Also, einmal das. Ach ja. Hm, So zum Shaper rüber. Ja. Mhm. also, Oh, das schreiben schon 2 Stück fleißig von euch. Oder sogar 3, ui. Boah, was war denn das? Oh Gott.
Dieses Bild mit diesen, was ist das? Ein Hühnchenkeule da. Ja, irgendwie sowas, ja. Das tut mich auch ein bisschen gerade confusen. Komplett. Ja, er hat einen gesunden Appetit. Ja, Ja. sieht man doch. So. Boah, was sind denn. Schmieden ist anstrengend. Ja. Und er hat noch eine große Axt auf dem Rücken, die ist ja auch noch schwer, immer die ganze Zeit auf dem Rücken zu haben. Ja. Wer setzt sich auch im Dorf eine Axt auf den Rücken, um zu schmieden? Ja, er ein ist halt cool, ja. Nein, er ist doof. Das schon, aber das will er nicht hören, das will er nicht hören. Aber die Nahrungsmittel in Gothic 3 sind sowieso heftig, oder? Ich meine, die sind zwar in einem kriegsversehrten Land, aber jeder frisst einfach so einen ganzen Brotleib. Ja. Natürlich. Breiter als ein Kopf, aber den hauen die sich weg. Ui, So, die wenn erste dann noch Antwort ein habe ich Gothic doch 1, schon wenn, mal. dann wenn die essen und der Kopf wird erstmal schmal und wieder breit. Schaut auch Ja, lustig aus. ja. In Also Gothic eine 2 Antwort passiert- wissen wir. Alter, das ist ja. In Gothic 2 passiert das manchmal auch, wenn sie einen Apfel essen. Weil dann die Kauanimation dann einfach das Gesicht so schmal macht. Jetzt haben wir Jackenda-Musik im Hintergrund. Geil. Schöner Soundtrack. Ja. Ja, Mann. Alles von Kai Rosenkranz ist toll. So. Bin wahrscheinlich wieder komplett falsch. Maximal falsch, aber egal. Ja, eben, mir fällt nicht mal noch was Drittes ein, was ich hier essen soll. Also, hä? So ging's mir auch. Oh Mann. Da muss ich die krasse varanthenische Schmiedeschürze kaufen. Ja, natürlich. Du musst einen Hammer mit Backbord-Aufsetzer kaufen, ja? Das ist ganz wichtig. Wie war das nochmal? Ein hydrodynamischer Pfannenwender mit Steuer- und Backbordaufsätzen Ja, und genau. Turboantrieb. Ja. Geil. Klassiker. Okay, für ich habe Ding? jetzt auch 3 Stück, mein Gott. Was Oder macht ihr denn immer jetzt bei so? der Frage, alle Leute jetzt bei der Frage, meine Gedanken sind mysteriös und komplex. Milchschachtelunfall. Ja, ich liebe es einfach. Ja. Oh, Oh, zweite Immerhin Antwort. sind die 500er Fragen jetzt teilweise so, wie die 300er Fragen beim letzten Mal waren. Ja. Also, Nenne 10 Dinge und vergiss auf jeden Fall nix. Okay. ich habe eine finale Antwort schon mal von allen. Die anderen zwei haben noch nicht geantwortet, ob es final ist bis jetzt. Und der vierte noch gar nichts geschrieben. Final. Final? Auf jeden Eigentlich Fall. brauchen wir doch kein Final, wenn wir nur eine Antwort abgeben und alle hier still sitzend warten. Ja, alles gut. Ich dachte, ja, okay, dann keine Bedenken. Alles gut, dann nehme ich immer die Antworten direkt. Finale. Oh. Oh. Dann fehlt jetzt nur noch Piranha. Piranha. Da kommt jetzt die einzig richtige Antwort, wetten. Kann ja beides. Da, da, Ach, Gothic-Musik. da. Einfach toll. Da, da, da. Okay, ich habe alle Antworten, Leute. Ich habe alle Antworten. Let's go. Alle falsch. Dann fangen wir mit Piranha an. Ruf aufbauen, Schwert schmieden, Monster abschlachten und für Ruhe sorgen. Final. Also Final muss nicht mehr sagen, genau. Also, dann kommt Jack. Schmelzofen befreien. Du musst schmieden können und die Zutaten haben. Dann kommt Xalas. Hammerclan, Mine muss befreit sein. Erfahrener Kämpfer sein. Nordmann muss von Orks befreit sein. Und Crazy Du. 200 Erz abgeben bzw. besitzen. Schmieden können bzw. Meisterschmied sein. Guten Ruf bei den Clans. So, und die Antwort ist Erzofen von Orks befreien. Einmal ein Nordschwarzschwert schmieden. Und Zustimmung der anderen Schmelze einholen. Somit hat es. Ach ja, dieses Hat es keiner Nordmarschschwert. Uff. Hätte ich auch nicht Ja, aus dem leider Kopf gewusst. keine Punkte. Ja. Aber auch keine Minuspunkte. Ja. Welcher Penner hat Gothic 3 300 und 500 genommen? Was, Minuspunkte gibt's hier? Nein. Nein. Außer bei dem Also Geldbeutel. Also Jack, der liebe Penner, hat gerade eben die Frage gestellt. Wie du gesagt hast.
Okay. Gothic 3, ich hasse dieses Spiel. Okay, Hochkönig, du bist wieder dran. Ja, ich bin wieder dran und Xardas RP ist wieder dran, richtig? Ja. So, was möchtest du denn haben? Auf jeden Fall erstmal keine 500er Frage, wir können uns erstmal Ruhe gönnen. Mhm. G1 400. Das ist aber Oh, nett oh, von dir. Also gemischt. Ich halte nichts aus. Welche Rüstung hat in Gothic 1 den besten Feuerschutz? Feuerschutz, Gothic 1. Rainer, vergiss nicht, du hast auch noch ein Erz zum Klauen. Noch ein Feuerschutz einziger ist eh übrig. so geil. Also ich habe das auch mal probiert. Es gibt schon so Konstellationen, wenn du alle Amulette und Ringe anlegst und eben die beste Rüstung, wo ich noch überlegen muss, welche das ist. Dann überlebst du, glaube ich, mit vielen Lebenspunkten überlebst du einmal Feuerschwein von denen. Dann hast du irgendwie gefühlt noch 10 HP. Aber normalerweise sind die ja gottlos, wie die dich runterbrennen. Jetzt ist nur die Sache, ist die verbesserte Erzrüstung von Stone wirklich die, die am meisten Schutz hat? Oder kommt eine Magierrobe trotzdem besser? Wobei, ist auch immer so, dass eine Warte mal. Magierrobe... Ist die Frage allgemein die beste Feuerschutzrüstung im Spiel? Wo die oder Zahl nur am eine höchsten von steht mit denen- Feuerschutz. Nur eine von denen, die du erhalten kannst. Also Das macht in dem grundsätzlich. Fall keinen Unterschied. Okay. Okay, in dem Fall macht es keinen Also, Unterschied. vielleicht Ja, kann ich dann so sag viel ich spoilern, es ist nicht Gommes Rüstung oder so. Also, das ist es nicht. Oder die Richterrobe Dann ist es sage auch ich nicht. jetzt, das ist die antike Erzrüstung in der verbesserten Variante bei Stone, nachdem man ihn befreit hat. Okay. Will jemand noch Und- die Frage wegklauen oder nicht? Piranha, das willst ist die hohe Guru-Robe. Oder der... Na, alles gut, Ja. alles Ja, Xardas LP, sei still. Piranha, möchtest du die Frage Ja. wegklauen? Ich klaus ihn weg. gut. Okay, Piranha klaut die Frage weg, dann antwort schon mal Anderen was Guest, weg. okay. Was Ich ist- tendiere zu Xardas Rüstung. Und das ist richtig. Die Robe der Wow. dunklen Künste. Cool. Warte, wie viel Schutz hat sie denn? Ich Keine Ahnung. meine, dass die, Genug. dass die sogar 60 Schutz vor Feuer bietet. Und die Erzrüstung, die verbesserte? Ich glaube nur 50 wahrscheinlich 30. oder so. Nee, Ja. wenig. Also die das ist- Erzrüstung ist tatsächlich gegen Magie und gegen Feuer sehr, sehr schwach. Und deswegen empfehle ich auch jedem, der gegen die untoten Ork-Priester antritt und Magier gespielt hat, lieber zum Beispiel die hohe Wasserrobe tragen. Die hat mehr Schutz. Macht aber keinen Also, Sinn. verbesserte Erzrüstung hat 130, 45, 15. Und was haben wir dann? Die Xardas seine, wo ist er? Magier. 90, 20, 60, 30, ja, tatsächlich. Ja, das sind wir aber wieder beim Thema. Also, ich finde, eine Magierrüstung sollte Schutz vor Magie haben, aber nicht vor Feuer. Und Ja, ich weiß ja noch Drachenfeuer. Also Feuer ist ja auch Feuer bei eine einer Art Magie in Robe. Gothic, muss man sagen, ja. Aber alles Nein. gut. Ich fand das schon immer komisch irgendwie, so dieses Trennen. Und im Remake haben sie jetzt, glaube ich, noch Eis und Blitz mit dazu genommen. Gibt es jetzt zumindest mal mehr Ja. Resistenzen. Ich meine, wenn ich gegen Magie resistent bin, ja, dann bin ich ja eigentlich auch gegen Feuermagie, Eismagie, Blitzmagie, gegen jede Art von Magie resistent, oder nicht? Also Theoretisch. entweder Genau, müssen und die sie haben aber den- jedes einzelne Element reinnehmen oder eben nur die Magie. Ja. Das ist halt Aber wirklich der so, das hat gab's so ja immer gemacht. so. Der, Mhm. dass wenn dich ein Feuerwaran angreift, ist das nur Feuerresistenz. Das macht keine Keine Magie. Magieresistenz. Das Ja, ist richtig, genau. aber wenn ich einen Was Feuerball aber- in die Fresse kriege, dann sollte das der gleiche Effekt sein. Ja. Nur Magie und Aber nicht wenn- Feuer, oder? Also, das ist schwierig. Ja, alles gut. Gar kein Problem. Aber ein Grundproblem bei allen Piranha Bytes Spielen ist, du hast Resistenzen gegen Magie, aber die wenigsten Leute greifen dich mit Magie an. Hm. Das stimmt Ja, allerdings. ja, das ist richtig. Das ist so, ja, stimmt. Also überhaupt wird man nur Magier und Paladine Magie einsetzen sehen. Und Wie ist denn Suchende. das eigentlich, wenn ich jetzt in Gothic 2 zum Beispiel von einem Suchenden getroffen werde? Ist das Feuer oder ist das Magieschutz, was mich da schützt? Kommt drauf an, Naja, was das er kommt benutzt. darauf den an. Schutz, denke Ja, ich. genau. Ah ja, Feuerball. Feuerball ist. Ja, aber nicht. Er hat ja verschiedene Zauber, die er einsetzen kann. Wenn, Also, wenn er mich mit dem Feuerball erwischt.
dann ist es Feuerschutz. Aber wenn er jetzt einen Blitzschlag haben- benutzt oder den Unwetterzauber, Das ist den Magie. sie ja auch theoretisch drauf haben, dann ist es Magieschutz. Ja, das ist halt ziemlich irritierend. Okay, also Feuer Ich ist kann halt tatsächlich Feuer im immer Ball Feuer, auch als okay. Magie einstufen. Ja, genau. Denke ich auch. Deswegen funktioniert der Feuerregen auch so viel besser als das Unwetter zum Beispiel auch. Weil es eine andere Resistenz ist im Prinzip. Okay. Ah, okay. Ja. Aber ich habe gerade noch, es gibt ja schon noch die Skelettmagier zum Beispiel auch noch, aber davon gibt es halt viel zu wenige. Naja, und wenn dann Aber die fehlen, greifen ja schießt auch er dich mit. sowieso ein. Eisblock an. Ja, eben. Ja, und in G1 schießen sie dich ja noch mit, Eispfeil ab, aber das machen sie in G2 nicht mehr, oder? Ja. Ich glaube schon. War das ein Eisfeuer, was die da benutzen? G1 macht er aber auch gestört viel Schaden und in G2 ist es der schwächste Zauber. Mhm. Genau. Okay, Ich crazy. finde es auch schade, Mhm. noch kurz, es passt zwar, dass man im Kloster der Feuermagier eine Feuerpfeilrune erstellen muss, aber es wäre viel cooler gewesen, wenn der gesagt hätte, mach mir eine Rune vom ersten Kreis und such dir aus, ob es Feuerpfeil, Eispfeil oder Blitz ist. Goblin-Skelett? Wer macht Blitz und Eispfeil? Niemand. Goblin-Skelett doch auch, oder nicht? Genau. Ja. Ja, es gibt viele. Es ging um Angriffszauber, die 3 Angriffszauber. Ah, okay, von denen sollst du verstehe. einen herstellen, aber du Ja, ja. wirst ja verpflichtet, Feuerpfeil herzustellen. Stimmt. Okay, gut. Also Crazy, du, was möchtest du als nächste Frage? Ich nehme gemischt Gothic 2 400. Ein Jäger im Minental. Welche Belohnung kannst du von Talbin erhalten, nachdem dieser erfolgreich aus dem Minental geflohen ist? Du hast immer noch eine Ausweichsprache im Notfall, vergiss das nicht. Ja, da ich diese Quest wahrscheinlich nie gemacht habe, nehme ich die mal. Ich weiß auch nicht, Weil. wer Talbin Keine ist. Ahnung. Talbin Okay. ist der, wo Ah. diese 2 Jäger sind, bei den Lurkern. Ach, okay. Genau, genau. Ich zeige euch mal kurz die Antwort, bevor wir die neben Ausweichsprache nehmen. Enkrom heißt der andere. Wie? Enkrom heißt der andere. Ah ja, genau. Ich zeige euch jetzt kurz noch die Antwort, dass alle dann die Antwort kennen, weil danach machen wir die Frage dann direkt. Mhm. Ein Runenstein als Magier und als Paladin und Drachenjäger ein Erzbrocken. Okay, das hätte ich nicht gewusst. So. Und jetzt 1 bis 10, was möchtest du? 1. Was musste Sebastian bringen und wie viel davon? Gothic 3. Feuerkelche 15. Sag, was Oder du willst. einen. Ich war. Warte, Sebastian. Oh Gott, doch, das ist doch der, glaube ich. Ja, ein Feuerkelch. Ein Feuerkelch. Sag ich. Es sind 220 Heilpflanzen, da ist doch ein Ah. Reddock. Ach Das ist so. der erste Feuermagier, den du blöd gesagt triffst. Und da sieht man sogar auf dem Bild, dass er hier ist in der Höhle. Aber der hat doch irgendwas mit dem Feuerkelch zu tun, oder Der gibt nicht? dir einen. Oder Ja, die der gibt gibt mir dir die einen. Quest, der sagt, dass die suchen. Oh mein Ah. Gott. Alles gut, es ist passiert. Dadurch, dass G3 ja so eine riesen Open World ist, mussten die das so machen, dass egal bei welchem Feuermagier du bist, dass die Quest getriggert wird, gefühlt. Ja, Achso, die Quest gibt dir jeder, oder was? ja so Aber fast gefühlt schon. jeder. Jeder erzählt es dir gefühlt so. Alex, bist du sicher, dass das 20 Heilpflanzen sind? Ich dachte, das sind nur 10. Ich kann mal gucken, aber warte mal, ich guck mal nach. Macht fürs Ergebnis ja jetzt auch keinen Unterschied, aber nur, dass uns das guck niemand ich mir hier grad vorwerfen alles, kann. will ich jetzt auch wissen, warte. Fürs Protokoll. Das sind 10, ja. Müssten 10 sein. 20 sind zu viel. Ich schaue, warte. Gothic 3 Fragen. Das war noch von einer anderen Frage. 20 gebratenes Fleisch. Muss man bringen. An den einen. Ja, genau den. Ja, 10 Heilpflanzen. Ich hatte aber eine andere Gothic-Seite gehabt, 20, sorry. Ist aber jetzt nicht schlimm, das ist ja okay. Ja. Welche Gothic-Seite denn? Ich habe 3 verschiedene Seiten dort benutzt, um manche Sachen herauszufinden. Weil ich jetzt nicht Welche Gothic zum 3 installieren wollte heute und zum Laufen bringen wollte, deswegen konnte ich es nicht Ich hätte dir halt nachschauen. einfach die Komplettlösung angeguckt. Welche? Die haben Ja, das du war aus der bist dran. Komplettlösung aus einer Webseite und da war es falsch. Ah, okay. Ja. Genau, okay. Gut. Jetzt der Hochkönig wieder. Jo, Piranha, du bist dran. Was möchtest du haben? Gib mir gemischt G2 200. Ja, jetzt wird ja alles Aber verdoppelt ab Tausende. jetzt. Wir sind bei der Hälfte jetzt durch, jetzt wird alles verdoppelt, genau. Oh, cool. Was soll das denn? So. Bist du für die Bauern oder für den König? Wie viele Bauernhöfe gibt es auf der Insel Korines? Akins Hof, es gibt Jonas Hof, es gibt Anders Hof. Es gibt
Robertshof? 4. Ist das deine abschließende Antwort? Du musst final schreiben. Nein. Nein, du musst gar nichts. Also, warte mal. Lass mich nochmal zählen. Also, wir haben Bengershof. Robertshof. Ohne. Park hier. Ja, ist meine finale Antwort. 4 Stück. Okay, die ist leider falsch. 5? Es gibt 5. Es gibt noch Seekops Bauernhof. Oh, Seekopf. Genau, ja. Keiner mag ihn, aber er ist nun mal mir da. helfen. Nee, Moment die mal, schwarzen Seekopf- Männer sind in meinem Seekopf- Haus. Onershof, der pachtet doch bloß den Hof, oder nicht? Dann wäre Benga aber auch nur der Pächter. Und letzten Endes haben wir ja nach den Höfen gefragt. Und genau, man sagt ja auch immer Seekopfhof, ne? Mhm. Ja. Ja, stimmt schon. Ganz Funktioniert nicht kurz, mit rausreden, Ramon, habe ich auch schon probiert. man kann bei mir diesen Geschwindigkeitstrank entfernen. Ah, sorry, dann haben wir es vorhin nicht, habe ich nicht richtig gedrückt, ja. Seekopf an? Wieso vergesse Habe ich noch jemanden vergessen wegzumachen? Nee. Dürfte eigentlich nicht. Vergiss wegzumachen. Genau. Oh, einer hat noch alle voll 4 Joker. Auf Ja, das ist der nicht da Aber ist. gekickt. Aber er hatte auch am wenigsten Punkte. Das stimmt Ja. allerdings. Er kommt doch zurück, er Ruhig kommt mal doch minus zurück. Ja. 2000 geben. Strafe, wer nicht angetreten ist. Ist der Jack wieder dran, oder? Ja. Ich warte. Okay, Jack. Dann beginne. Was möchtest du? Mach mal Gothic 1 hier, 400. Ah, scheiße. Na gut. Wie viele Minen gibt es denn zum Zeitpunkt von Gothic 1? Wie viele Minen gibt es zum Zeitpunkt? Ja, da wäre die wieder eine Frage, ob die verlassene Mine mit dazu zählt. Alle Minen. Ist ja Wie viele verlassen. gibt es? Wie viele gibt es? denn? Meiner Meinung nach, wenn es diese Mine gibt, da gibt es die Mine, dann gibt es die freie Mine und dann gibt es die alte Mine. Also verlassene, alte und freie Mine. Mhm. Ich würde sagen 3. Und du hast recht. Jo, sag ich doch. Außer ich hab's falsch gezählt. Aber Hochkönig ist richtig, oder? Mhm. Ja, Okay, weil ich wir können lieber bis sicher 3 gehen. zählen. Ja. Ja. Ja, um das Ganze ohne die Finger zu benutzen. Also müsste doch die 200 Punkte geben. So. 3. Ja, Moment, 400 Punkte, ne? Ist ja verdoppelt. Das war, Ja, war das eine 100 oder 400er Frage? 400, okay. So, 400, wir ja. müssen ein bisschen mehr aufpassen, Herr Quizmaster. Alles ja? gut, kein Problem. Schreibe ich nicht um meine Punkte. So, Oh, 3 dann Gleichstände. Xardas LP, dann bist du wieder dran. Machen wir Magier 400. Vergesst nicht eure Geldbeutel. Verdoppeln oder verlieren, ihr wisst. Ja, ich muss sparen. So, die Klaue Belias. Nenne einen von 3 Beschwörungszaubern, der aus der Klaue Belias erschaffen werden kann. Ja, was nehmen wir da? Ist egal. Zombie Ein. beschwören. Was beschwören? Oder Zombie erwecken. Zombie erwecken heißt Ja, ist das. egal, Okay. wie du es sagst. Auf jeden Fall mit dem Zombie. Ja. Ja, ist richtig. Nice. Ah. Also man kann so einen Steinwächter beschwören, man kann den Zombie beschwören oder auch den Schwarm. Das ist ja im Grunde auch ein Beschwörungszauber. Zombie ist völlig richtig. Der Insektenschwarm ist mitunter der komischste Zauber überhaupt. Ja. Wurde jetzt Er macht, explizit glaube nach ich, zwar Beschwörung gefragt, oder was? Flächenschaden an 3 bis 4 Ja. Leuten gleichzeitig, aber Okay, Crazy Du, was möchtest du nehmen? Vergiss nicht, du hast den Geldbeutel noch. Ich nehme Söldner 200 und nehme noch meinen Geldbeutel dazu rein. Okay, sagen wir Bei 200 mit. 300? Nimmst Ja. du den Geldbeutel? Ja, ich will auf Nummer sicher gehen, weil sonst verliere ich Okay. ja 800 vielleicht oder so. Okay, machen wir so, machen wir so. Wer auf Onas Hof gibt dir als Quest ein schwarzes Trollfell? Der Raul. Und das ist richtig. ja, easy. Und jetzt Ja, noch und Das wurde 200 ja auch schon Punkte. erwähnt von mir. Ja, genau, aber ich wusste es so oder so. Mhm. Das hätte, glaube ich, fast jeder gewusst von hier.
Ja. Alex, du hast nur 200 gegeben, er kriegt 400 wegen Nein, er dem, hat was wir 400 wollen. bekommen. Das wird 400. automatisch, wenn er den Gutschein Ach so. auswählt, reingemacht. Ach so, sorry. Ich Alles war gut. gerade in der Zeile da verrutscht. Er war bei 1000, ja. Ich nehme Miliz Paladin. Ich gehe auch auf den sicher, nehme 200 mit Geldbeutel. Okay. Also. Das Freudenhaus. Was ist das denn für ein Bild? Welcher Milizsoldat ist manchmal in der roten Laterne anzutreffen? Manchmal. Das Bild ist übrigens von einem Künstler, der die Laterne nochmal neu gemacht hat, selber. Sozusagen. Ja, Das der sieht hat da aber auch noch cool so aus. andere Bilder in diesem Design. Oh, verdammte Scheiße. Sieht Und das geil. ist eigentlich leicht. Ich kann die Frage Ja, klar. Ich kenne die Quest noch, natürlich, aber. Ich hätte gesagt, klar die Frage, aber ich kann die nicht mehr, aber. Schade. Nee, hast du ja nicht mehr. Jetzt lass mich doch erstmal antworten, Jack, bevor du mir hier irgendwas klaust. Ich hab grad gesagt, du weißt es nicht. Ja, ich kenne den. Ich muss kurz überlegen. Der Paladin. Der Dem Milizsoldat. Paladin. Wäre neu. Ich hätte vielleicht echt nochmal Gothic 2 durchspielen müssen, bevor ich das hier mache. Hättest noch nicht mal nicht in die Charaktere reinpicken müssen. Ja, Das wird immer kommen, ey. Wenigstens performt der Soundtrack. Das macht es so spannend. Aber Diese Frage macht es ist so manchmal ist spannend. der Typ nicht immer in der roten Laterne. Ja, Bis du das ihn- kann bis sein, du ihn aber. erwischt hast oder so. Da bist du ihn erwischt hast. Mhm. Also, wahrscheinlich safe so, der beginnt mit Buchstabe K oder so. Keine ganz andere Buchstabe, wie man es kennt. Mhm. Er hat auf jeden Fall einen relativ kurzen Namen. Ja. versuch mal durch alle Milizsoldaten durchzugehen, so wenig es so gibt. Er muss ja trotzdem den richtigen auswählen am Ende. Okay, super. Oh, Ravens tot. Ja, endlich. Ja. Endlich. Problem ist, dass ich mir die Namen der Leute, die irrelevant sind, nie merke. Er ist nicht irrelevant. Das ist richtig. Also wenn du als Milizsoldat spielst, dann Hast du hast die du Quest mit dazu? ihm zu tun. Ja, Ja. du kriegst du nicht eine Rüstung von ihm? Praktisch hat ja jeder, der einen Namen hat, irgendeine Bewandtnis. Mhm. Ja, schon klar. Aber du redest Ja, nur aber weniger. ein, zwei Mal. Entschuldigung. Ich finde auch die Quest so cool mit der, wie heißt sie, Ella oder so? Mit der, die Fisch kocht. Dass du der dann Edda. ohne Quest, Edda, genau, diese Innerstatue bringen kannst, zum Beispiel, und dafür auch XP bekommst. Mhm. Und dass du dann von Karl zum Beispiel umsonst in Stärke unterrichtet wirst. Ja. Das ist auch cool, dass das alles so miteinander verwoben ist und dass die Quests halt auch Folgen haben. Aber du ich vielleicht weiß, auch wer, die Fenja zum Beispiel, der kann man zwar Fragen stellen zur Stadt im Hafen, aber ihr Inventar, was sie verkauft, ist so uninteressant, dass ich dann danach nie mehr mit der zu tun habe. Die ist ein bisschen Aber man irrelevant. kann es gar nicht richtig denken hören. Ich habe den Namen im Kopf, aber ich weiß, dass der falsch ist. Crazy, du, ich habe jetzt erst gesehen, dass du hinten dran das Gothic 2 Classic aufgewählt hast. Ja, genau. Stimmt. Also Das hab Fenja ich doch ist vorhin schon insoweit, erwähnt. Fenja ist insoweit nur interessant, weil sie dir halt bei der Diebesgilde ein Stück weit einen Hinweis gibt, weil sie sagt, wo Jesper mit dem Bogen hingesprungen ist. Dass der ins Hafenbecken gesprungen ist. Und das Ja. kann so ein bisschen helfen, aber nein, wirklich relevant ist die nicht. Die arme Frau. Also Piranha. Er hat doch keine Äpfel im Angebot, oder? Wer keine Äpfel im Angebot hat, ist auch unrelevant. Ja, sonst kann man keine permanente Stärke kriegen. Ja.
Ja, und der Mann von Fenja ist nachts in der roten Laterne, wo er manchmal auch einen Milizsoldaten trifft. Ja. Piranha, jetzt kannst du die Antwort sagen. Äh, Nein, du bist Keine Xalas. Ahnung, wie der Kerl heißt. Er hat eine Milizrüstung an. Er trägt eine rote Rüstung. Wow, wenn ich den Namen jetzt dann höre, dann werde ich mir so in den Arsch beißen, aber ich weiß es nicht mehr. Das wollen wir aber sehen. Okay, dann können wir. Sollen wir weitermachen oder willst du wirklich nochmal Okay, nachfüllen? Fenja kriegt aber tatsächlich neue Ware, aber halt eben nur essbares Zeug und trinkbares. Okay. Aber kein Apfel. Der Pack, Ja, natürlich, der Pack. Steckt einen weg. Und ist auch weg. Verdammte Scheiße. Ja, beißt du dir jetzt in den Drei Arsch? von, Ja, jetzt hast du halt 200 Punkte drei von drei verloren. Kontrahenten richtig. hätten sich diese Frage gern geschnappt. Ja, das glaube ich sogar. Ja, manchmal ist es so. Ja. So, Alex, du bist wieder dran. Okay, Jack, was möchtest du jetzt haben? Dann nehme ich nochmal, mach das auch mal mit dem Geldbeutel und neben gemischt Gothic 1 200. Also, aller Anfang ist schwer. Welche Zweihandwaffe kann man unweit vom Austauschplatz finden? Zweihandwaffe. Alter, stell dir mal als leichte Frage so ein beschissenes Ding hier, oder was? Das ist so leicht, das ist das leichteste überhaupt. Das ist Ja. wirklich Der einfach. ist echt easy. Das ist so eine Einhandwaffe, dieses rostige Schwert da, was man findet. Ja, aber Da das ist die steht Frage, Zweihandwaffe. welche Zweihandwaffe? Zweihand, ja. Aber wenn Ich du finde- Einhand noch nicht trainiert hast, ist es eine Zweihandwaffe. Ja, ich hab Das auch ist- gerade voll krass gedacht. Ja, okay. Nein, nein, wirklich ja, Zweihandwaffe, nein. wirklich. Ja, ja. Laut System eine Zweihandwaffe. Das muss er beantworten, nichts anderes. Wenn ich eine Einhandwaffe mit zwei Händen führe, ist es trotzdem eine Einhandwaffe. Einhandwaffe, ja. Ich führe sie nur falsch. Ja. Aber, und es Also ich gibt, habe jetzt keine es gibt zwei. mehrere. Verkacke ich jetzt wirklich die leichteste Gothic 1 Frage hier? Willst du mich verarschen? Die ist auch sehr leicht, wirst du gleich sehen, wenn du es siehst. Darf ich Naja, ich hätte eigentlich gesagt, Will er sich auch wieder einen Arsch beißen. Naja, ich hätte gesagt, rostige Axt in dem Fall vielleicht. Okay, er sagt rostige Axt. Es ist die Spitzhacke. Ich hab das nicht als Kann ich Waffe. irgendwo eine Alter. Waffe kriegen? Ich hab nach Kannst einer du mir Waffe original gedacht und nicht nach so einem fragen? Werkzeug. Das ist eine Zweihandwaffe laut Gothic, Warum ja? hat der Typ überhaupt die Jetzt ist Spitzhacke eine am Rücken, Waffe. während er die Einhandwaffe schwingt? Das ist wohl Das ein war jetzt wirklich- Das ist ein Switch-Bild. Bild von der Switch. Du kriegst es ja gesagt, wie sie nicht mit einer rostigen Spitzhacke in den Kampf. Ich habe aber nicht das als Waffe jetzt. Es ist ich halt hab eine nach Waffe. Es tut uns leid, aber ich glaube, Ja, es das tut dir nicht leid. Bestimmt von der Switch-Variante, da konnte man Ja, ja, ja. zwei Waffen Genau. gleichzeitig tragen. Ja. denke ich auch. Genau, Ich weiß genau, auch nicht, von gar wo ich nicht. das jetzt hatte. Ich suche im Kopf nach einer Waffe und nicht nach so einem Werkzeug. Xalas LP, machst du das Quartett komplett und nimmst jetzt auch den Geldbeutel? Aber er geht auf Risiko. Ja, ich gehe ein bisschen auf Risiko. Ich nehme den Geldbeutel bei Miliz Paladin 400. Okay, Krass, krass, okay. du schon wieder. Nenne eine Paladin-Rune für den Kampf, die du selbst erlernen kannst. Oha. Das wäre böses Vertreiben. Und das ist eine der beiden Kampfrunen, die du lernen kannst. Was ist dann böses Vernichten? Gab's die nicht auch? Das gibt's nur im Gothic 2. Ja, aber nur in Gothic 2 Classic kann man die bekommen. Aber erst in Irdorat bei dem Schattenlord. Die Banditen im Oh, dort, ja, ja, was- genau. Was war das jetzt für eine Nach des Frage Raben gerade? kannst du die gar nicht bekommen. Ja, es war eine 400er Frage und er hat doppelte Punkte bekommen als 800, deswegen hat er jetzt so viele Punkte als geschafft. Ja, nee, das ging doch hier explizit um Miliz Paladin ist Gothic 2, oder nicht? Es wurde nicht nach dem Add-on gefragt. Das stand doch gemischt, oder? Oder ich weiß nicht, was hat er genommen? Ich weiß gar nicht. Das war doch. Nee, Miliz Miliz Paladin, Paladin, aber das war das nicht. böses Vertreiben ist in Gothic 2 Classic und im Add-on. Ja, 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 okay. okay. Und deshalb haben wir ja auch extra Du gefragt, meinst jetzt, was wenn du man böses Vernichten erlernen gesagt kann. hättest, dann Ja, ja, hättest das du dich meine auch ich. auf Classic berufen können. Ja, Aber Äh, pass auf, du kannst bei Gothic 2 Classic nicht lernen. Du musst es looten. In beiden so. Fällen musst du es looten. Du musst okay. schwere Wunden heilen beim orkischen Oberst looten in der Höhle da, ne, dieser Ja, das ist ja Anführer kein- da. Und das ist- beim Schattenlord auch.
Mhm. Das ist ja kein Angriffszauber. Auf Euro. Okay. Also Crazy, du, was möchtest Doch, du jetzt? böses Vernichten ist doch der Angriffszauber schlechthin. Das ist der Er meinte krasseste jetzt von die denen. schweren Wunden heilen. Mhm. Oh, ja, ich hab's nur erwähnt bei der Runenvollständigkeit Mhm. halber. Jupp, jupp. Jupp, jupp. Die Musik. Also Crazy, du, jetzt ist deine Frage, die nächste Frage. Was nehmen wir mal? Was nehmen wir mal? Ich glaube, ich nehme Magier 800. Haben wieder eine 1000er. Risiko Ja. rein. Magier 800 nimmt er. Das ist schön. Okay. Also, der Schüchterne, der Novize Dyrian hat ein Buch gestohlen und der Magier darüber belogen. Welcher Magier war das? Dies. Ich muss raten, wahrscheinlich. Ich denke, es war. Piroka? Ist das deine finale Antwort oder willst du nochmal nachdenken? Hm, Möchtest du weiß noch jemanden leider. anrufen? Nee, ich weiß leider nicht sonst. Es ist Hyglas. Ah, okay. Den hätte ich nicht gewusst. Tatsächlich. Nee, es ist Karas. Hab ich schon Oder? wieder falsche Seite? Warte mal. Der soll nicht mal selbst hier antworten. Nein, alles gut. Sorry, das Was ist ist. das mit euch? Schau Ja, jetzt deshalb mal. haben wir ja zwei Moderatoren, ne? Dass wir uns So. gegenseitig kontrollieren. Ach so. Dann ist in Ordnung. Qualitätssicherung hier. Das ist nur einfach nochmal ein Test, um zu gucken, ob wir alle mitdenken. Ja, ja. Ja. Nee, Julian-Dialoge. mein Fehler, es war Hüglers. Ah, ich hab doch recht. Okay, ich wollte schon sagen, das hab ich vorhin gegoogelt, zu 100%. Okay, ich Nee, hab doch Alex, recht. Also Hyklas hat es natürlich sofort bemerkt und mich nach dem Hm. Buch gefragt. Aus Angst vor Bestrafung habe ich es geleugnet, aber als ich später mit dem Buch in meiner Kammer war, hat er mich erwischt. Er war ziemlich aufgebracht und hat den Hohen Rat informiert. Jetzt beraten Sie, ob ich bleiben kann. Ja, also es ist Hüglers. Das war mein Fehler, Alex. Das hast du Gold richtig gemacht. Alles gut, ist kein Problem. Gibt 800 Punkte. Achso, Der Entschuldigung. Plexaurus das LP, der hat Pyroka Gothic ist ja dafür. so oder so falsch. Ja. Ich nehme Miliz Paladin 800. Ui. Okay, Miliz Paladin 800. Kann man das Ausrüstung nennen? Was ist die Standardausrüstung eines Mitglieds der Stadtwache? Milizschwert, eine Milizrüstung. Ja. Schon, genau. Also, Milizrüstung ist in Ordnung, aber das Schwert. Ne, das Kurzschwert war das, ne? Ist das jetzt eine Frage oder eine Antwort? Auf welcher Seite bin ich jetzt? Also, wir können dir nicht die Antwort geben. Es Du tut uns bist der leid. Telefonjoker. Vielleicht kann er seine Mama anrufen, ja. Ja, klar. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Was haben die denn jetzt als Bewaffnung? Also die Milizrüstung, das Kurzschwert, und Ja, eine einfache mehr Frage. im Normalfall nicht. Oder Kurzschwert der Miliz heißt es, glaube ich. Ja, Kurzschwert der Miliz heißt es. Könnte man denken, das gibt es ja auch, aber nein, das ist nicht die Waffe der Miliz. Alle tragen ein grobes Breitschwert. Sogar Lord André trägt ein grobes Breitschwert. Auch die hohen Milizsoldaten wie Wulfgar oder Wambo tragen ein grobes Breitschwert. Gut, aber Lord André zählt ja als Miliz in Gothic 2, glaube ich. Ja, klar, aber ich meine, er ist der Anführer und auch er hat nur dieses Kackschwert. Ja. Er kennt ja noch nicht Ja. mal das Auge Inneres. Wobei Ja, man dazu stimmt. sagen muss, das ist ja das gleiche Design wie in G1, das normale Breitschwert in G1, und da ist es ja doch schon eine recht gute Waffe fürs 4. Kapitel. So mittelmäßig ganz gut, geht natürlich noch höher mit 55 Schaden zu 85 wie Scars Schwert zum Beispiel, aber in G2 ist es ja ein totales Downgrade mit 40. Ja. 40 Schaden. Was macht dann das Kurzschwert? Das macht noch weniger. Das macht Also, noch weniger. Aber Ich meine, tatsächlich, wenn man selber bei der Miliz anfängt, dann kriegt man ja von Peck wiederum was krasseres. Das normale, wie heißt denn das, grobe Schwert, oder?
Das edle Schwert bekommt man von ihm, wenn man ihn nicht ja, das verpfiffen edle. hat. Ja. Ich glaube, wenn du ihn verpfiffen hast, gibt er dir nur ein rostiges Schwert. Stimmt, Okay, ja. Jack. Rostiges Schwert kriegst du dann. Also Jack, welche Frage möchtest du? Ein Zuschauer hat geschrieben, der liebe Charity, den kennst du ja, der Jack hat extra den anderen Vorsprung Ich sehe das, der ich holt sehe dich das. auf. Okay, Du brauchst mir das nicht vorlesen. ich fand's cool, deswegen musste ich es Na vorlesen. gut. Na gut. So, ich nehme mal Gothic 3 400. Welche Zutaten braucht man für? Na, was denn? Für Innos Eine Zorn. Klinge uralter Macht. Wie kann man Gothic 3 Innos Zorn bekommen? Wedge Das willst du Quiz ja wohl 3, wissen. 2, 1. Ich wusste noch nie mal, dass es Innos Zorn in Gothic 3 überhaupt gibt. Ich wusste es schon, weil ich sehr oft gecheatet habe in Gothic 3. Aber woher ich Ja, den das Namen schon, kriege, aber keine wie Ahnung. man das herstellt, alter Schwede. Nein, da Ja. steht, wie bekommt man's. Hier steht nichts von herstellen. Oh. Ja, okay. Oh. Der stellt aber auch Fragen manchmal, das ist Wahnsinn so. Zorn. Eigentlich potthässlich, die Waffe. Ja. Hat hier nicht normalerweise noch so ein irgendwie so Partikeleffekt? Du meinst Flammen? zum Nee, Beispiel? das ist die Dämonenklinge. Ah, Also, ich finde die jetzt nicht so potthässlich. Das Problem ist aber eher, dass die Griffe relativ gleich sind in G3 und dann ist die Waffe von sich aus, macht die auch irgendwie gar keinen Sinn, weil wie soll denn die stabil sein, wenn du rechts und links außen so losgelöste Klingen hast, die nicht verbunden sind mit der Mitte? Das ist einfach super reines Erz, ja, mit super Verstärkung und so. Ja. Von Innos höchstpersönlich. Das Ding hält. Sag ich dir. Hab ich schon gesagt. Ja, da hat er so Jack, Qualitätsseelen Qualitätsseelen. made by Innos dabei. Ich überlege, Robert hat natürlich dabei. Da. Wie kann man? Will ich auf die Fragestellung achten, von wem? Und da steht nur, wie kann man es bekommen? Mehr können wir dir nicht sagen. Weil alles Ja, andere ich würdest du überleg- sofort wissen. ist das Ja, so? woher, von wem? Das würde ja schon eine Person andeuten. Wie kann man? Da steht, wie kann man, nicht von wem kann man das bekommen. Ja, ich habe das schon verstanden, Mensch. Weißt schon, worauf ihr hinaus wollt. Mensch, Meier. Kann man die bekommen? Gar nicht über. Und wenn man bei den Göttern bei den Schreien kriegte man da was oder kriegte man die Aufträge, aber bekam man da irgendwie Gegenstände? Nicht, dass ich wüsste. Sag einfach, was du denkst. Das hätte ich gedacht am Innos schreiben. Von Innos selbst wie. Aber Was ich ist denn wüsste nicht. Ja, ich überlege gerade, aber. Weiß gar nicht. Wir legen ab. Ja. Stimmt, Na die gut, wenn Musik du's nicht gerade. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wie ausführlich ihr das haben wollt, aber Das ist sehr prinzipiell- einfach. Das ist sehr Also einfach. Jack ist ja fertig, genau, da können Ja, wir ja auch ja. mal kurz Alles kriegst du gut, den ja, sag aus dem mal. Waffen- also aus Also, den Waffen- Moment mal, Jack, du hättest ja auch immer noch den Trank der Geschwindigkeit, ne? Ja, Nur mal würde ich auch als sagen, dass du Hinweis. den was macht der? dass du eine andere Frage kriegst, eine Ausweichfrage jetzt. Ich nehme eine andere Frage. Okay, dann zeige ich euch jetzt kurz die Antwort. Also, in der letzten schweren Truhe ist diese zu finden, das wäre schon genug. Und Ich hab dieses grad wäre die nachgeguckt, das ist 48. Die 47. 48 nur? Ja, da steht 48, oder? Gibt mehr. Was? Wie? Wo? Was? Verstehe. Was? Also, Kenn ich es gar ist so, es gibt schwere Truhen in Gothic 3 und was in diesen Truhen liegt, das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge du die aufmachst. Ich habe euch den Link übrigens geschickt, also könnt ihr sehen, dass die Und in 48. jeder schweren Truhe findest du eine Waffe. Und wenn du genug Genau. Waffentruhen aufgemacht hast, findest du dann irgendwann Innos Zorn. Also random. Ja, also einfach nur in der letzten geöffnet oder in der 47, 48, was weiß ich. Also in einer der letzten schweren Truhen, egal wo diese dann steht. Ja. Ach du Ist die, Scheiße. ist die Aber ich hab überhaupt das mit dumm? dieser schweren Innos Truhe nie Zorn gemacht. Macht So, 160 Damage Ja. und ist damit schlechter als eine Orkwaffe Was? oder eine Orkhellebarde oder einen Ogermorgenstern. Macht er Ja, wenigstens also über das was? Balancing der Waffen in Gothic 3 müssen wir jetzt echt nicht reden, das ist grottig. Allein schon die Waffen aus reinem Erz, die sind auch erstaunlich schlecht.
Dafür, dass es diese Der, super magischen ja. Erzwaffen sein sollen. Wegen den schweren Truhen, natürlich die bewusst zu machen und alle zu suchen, vor allem, da gibt es ja nur die 48 jetzt in dem Falle, ist schwierig. Aber prinzipiell geht es ja damit los, egal wo du auf der Spielwelt deine erste schwere Truhe aufmachst, in der ist ein Assassinenmesser drin, zum Beispiel mit 45 Schaden. So, darf Wenn du ich? die zweite aufmachst, ist da, glaube ich, ein Bogen drin. Oder ein Breitschwert. Das steht in der Liste, ich habe die Liste übrigens gelinkt. Und Jack, welche Frage möchtest du Ja. von 1 bis 10, die wir nicht haben? Also das 1 ist weg und 7 ist weg. Ist J noch, ich bleib bei Gothic 3. Das ist nicht, das hier ist Nee, nicht nur beschrieben, der ob es ersten Gothic 3 Teile. ist. Das sind nur die alten Ach so. Icons noch, das muss nicht sein. Dann Also mach ich 3, 6 und Aber ja. 9, das ist die 12. Das wäre die 10, ja, das wäre die 10. So, Ja. ja, mach. Welcher NPC spricht folgenden Satz? Der Tanz kann beginnen. Der Tanz kann beginnen. Ich weiß es, aber ich, Ja. So, das ist also Der auch noch Tanz einfacher. kann beginnen. ja, Boah, erstmal eine rauchen. ja. Mal Pause machen. Da sind ja wohl mehrere kämpfen. Und der eine brüllt, der Tanz kann beginnen. Da kämpfen ja mehrere. Erstmal Wildschwein, nicht was? Oh Gott. Zeig mir deine Ware. Der Tanz kann beginnen. Die Musik ist Ja. wohl ausgegangen. Und was auch noch geil wäre, so ein Erwache dann noch danach. Der Musikclip ist nur sehr leise gerade. Ah, okay. Dachte schon. Wer errät als erstes den Musikclip? 2000 Punkte. Ach, jetzt fängt es wieder von vorne an, deswegen Ah, hat es so okay. lange gedauert. Okay. So, Jack. Ja, lass mich mal kurz. Brainstorming. Ich meine, du hast hier links einen Tipp, in welchem Teil das schon ist. Im Prinzip. Ja. Grund bei dem freien Minen? Nee, das ist nicht. Hast du schon den Titel gelesen? Achso, der ist falsch, sorry. Bei den Bonusfragen habe ich, glaube ich, vergessen, die Titel zu ändern. Nicht alle gemacht. Das ist, Hast du nicht alles vergisst? glaub mir, das ist eine Schweinearbeit in Java, den ganzen Scheiß hinzukriegen, dass es funktioniert, wirklich. Das ist eine richtig Schweinearbeit. Glaub mir. Aber wie ist das gemacht? Greift er für die Fragen nicht einfach auf irgendeine Ja, Variable? mir oder liegt's Text auf das der rein? Zunge, das ist wie bei dir und Peck vorhin. Hm. Weißt du denn, wer das ist und kennst einfach den Namen nicht? Nee, ich suche gerade die Stelle. Das ist ja irgendwo, wo glaube ich, der den Held, glaube ich, das Kommando gibt. Wo es losgehen kann. Wo kann ich krieg bei Gothic 1, wenn das ein Hinweis ist, so das Bild, wie er sagt. Gothic 1. Kommt gleich wieder. Easy. Diego kommt gleich wieder, hat er gesagt. Kongar, nee. Der, Der Chat lesen ist auch nicht so eine gute Idee, während du selber in der Frage bist, die du übrigens auch gesagt hast. Das wäre nicht so gut. Weil manche schreiben da auch Antworten, die richtig sind. Er bewegt sich noch. Hätte ich das im ersten Moment da tatsächlich Gorn gesagt. Ich wüsste. Ja, mit wem zieht man in Gothic 1 denn noch in den Kampf? Großartig. Korn ist ja viel häufiger mit. Ja, eben, bei Klosterruine und oben da. Ah, nee, das ist falsch.
Wir machen es wie in der Schule, man meldet sich, wenn man es Ich würde mich auch in den Arsch beißen, wenn das jetzt falsch ist, das weiß ich. Aber ich würde fast sagen, Gorn, ich wüsste jetzt gerade nicht. Okay, dann sagst du Gorn. Das ist Asgard in der alten Mine. Ich wusste, es war nicht Gorns Gorns Stimme, aber... Ob das Gorn war oder ob das jetzt halt einer der Gardisten war. Okay, dass Askan genau war, das wusste ich jetzt nicht. Achso, du bist ein ganz gut. Hey, dann öffne du den Schacht. Ich hatte Tanz diesen kann Dialog beginnen. im Ohr. Auch die Stimme dazu und alles, aber ich konnte sie nicht einordnen. Der aus dem Forum. Zumindest ist es ja schon mal nicht der gleiche Sprecher, also von daher. Naja, eben. Wie gesagt, jetzt deswegen, Ich habe aber, Gorn. als die Frage kam, dachte ich, es hat so ein Templer gesagt. Und dann irgendwann, ach nein, das ist ja einfacher, es ist ja nur Askan. Weil Ich die war Gorner irgendwie- irgendwas zu wissen. war War bei- Todd und Beat oder so sind dort, glaube ich. Okay. Ich war bei Gorn oben in der Trollschule. Auch, also In nee, der Trollschule da oben am alten Kloster. ich So, war auch bei wir Gorn. kommen Snippern. langsam ins Finale, würde ich sagen. Wir haben nur noch 5 Fragen und Xardas LP, du bist dran. Okay, naja, wir haben uns jetzt sehr geschont, also machen wir mal wieder eine Tausender-Frage. Bevor du es und zwar machst, Sekunde. Magier. Du hast noch eine Geschwindigkeitstrang, den du nutzen könntest, wenn du 200 Fragen nimmst, weil die kannst du später nicht mehr nutzen bei 1000. Im Prinzip nicht mehr nutzen am Ende. Ach so, na gut, dann machen wir Ja, gut. G3 gemischt Magier. Sind doch noch, Sorry, G3 gemischt 200. So. sind doch noch 5 Runden. Nein. So, der Anfang vom Ende. In welcher Stadt beginnt der Spieler in Gothic 3? Wirklich, also da, ja. Ardea. Diese Frage hat keine Existenzberechtigung in diesem Quiz. Sag mal Hier eine ein Bild von Frage. Silden, auch funny. Mal eine Frage Aber an hier- hier und an der war Quizmaster. Würde jetzt hier in PK Charmant zum Beispiel antworten, Andera. Würdet ihr das gelten lassen? Nein. Gut, okay. PK, falls du zusiehst, da war Lernen deine Antwort. Hat er wohl mal gesagt, lol. Oder Ach, der spricht sagt das immer falsch so, aus? immer so, das wäre irgendwie ein bisschen falsch. Okay. Deswegen habe ich mir ihnen gesagt, wenn eine Ardera-Frage mal kommt, ob Andera gelten lassen würde. Ja. Jetzt hat er seinen Geschwindigkeitsrang gar nicht eingelöst. Jo. Konnte er ja auch nicht, was hätte ihm nichts Ja, gemacht. der war bei einer 200er Frage auch nicht so wahrscheinlich. Übrigens, ich wollte jetzt euch noch was sagen. Wenn wir hier mit allem fertig sind, wenn wir mit den Hauptfragen fertig sind, gehen wir dann noch auf die Bonusfragen ein. Da gibt es für jede Frage 1000 Punkte dann nochmal. Was gibt's ja eigentlich zu Was? gewinnen, sage mal. Okay, krass. Ja, Also war das ganze bisherige Quiz eigentlich voll unnötig. nein, nein, nein. 1000. Also. Es gibt ein Finale, sagen wir es so, es gibt jetzt noch ein Finale. Wer jetzt hier gewinnt, der hat hier jetzt gewonnen doch. Aber danach kann man noch mal gucken, wie es aussieht, punktetechnisch, wenn man noch weiter gespielt hätte und die paar Bonusfragen gemacht hätte. Was gibt's eigentlich zu gewinnen? Eine Ehre und ein Heilen Unterkiefer. Ja, eben. Ein Wie hoch Skelettknochen. war- Wie hoch ist. Ein Skelettknochen, Preisgeld. damit kannst du ein Goblin-Skelett-Rune erschaffen schon mal, ja? Fast schon. Brauche ich nicht. Dann aber, So, der So, möchte auch jetzt bitte kommt sauber bestimmt sein, die ja. Frage. Ich finde das auch gruselig, wenn man ein Goblin-Skelett brauchen würde. Irgendwie schon Ey, suspekt. Also Xardas hat ein normales Skelett. Du könntest ja so kleine Goblin-Skelette überall hinstellen, wie so Gremlins, die für dich arbeiten, ne? Hm. Jeder hat Katze und Hund, aber du hast ein Goblin-Skelett, genau. Ja. Ekelhafte Biester. So, Alex, du bist dran. Ach, ich war schon dran. Okay. Crazy, du, was Mhm. möchtest du als nächstes? 200. 200? Okay. Also Playboy of Another Universe. Wer hat ein Bild aus der Colony Boy im Kloster? Babo. Das ist richtig. Das war schnell Das und ist Colony schmerzlos. Boy. Ja, die Einfach Colony- ein Bild. Playboy-Abklatsch. ja, das ist der Playboy in der Kolonie, verstehst du? So, Piranha, welche Tausender möchtest du haben? Du hast die Qual der Wahl. Ich meine, eigentlich ist auch egal, denn ihr müsst ja sowieso gleich alle beantworten. Genau. Gothic 2. Oh nein. Schöpfungsgeschichte. Das war nicht die Überschrift. Alles gut, ja. Warte. Ach, Alex, jetzt hast du die Frage doch reingenommen. Ja, haben wir doch besprochen, du hast gesagt, okay.
Nee, ich habe gesagt, ich will die nicht, aber Warte mal, das von will mir ich aus. guck ich im Chat, das will ich sehen. Jetzt ist sie da. Ja. Wie viele Lernpunkte brauchst du, um 200 Stärke zu erlernen auf effektivste Weise? Aber das willst du als Schätzfrage, Alex, oder? Der am nächsten liegt, kriegt die Punkte. Ja. Aber Genau. da gibt's eine Frage. Hoffig 2, die Nacht des Raben. Natürlich, wenn du an die, ich Was? sag jetzt nicht, den Stopp, ich erkläre es kurz, damit es nicht eine Antwort ist. Natürlich mit allen Tricks, die du kennst dafür. Und ohne irgendwelche Items. Also nur mit dem Tricks, nur mit Lernpunkten. Kein Drachenwurzel, kein Gürtel oder so, sondern Okay. einfach nur lernen. Wenn du Okay. wirklich nur so spielen würdest, ja. Boah. Von 10 aus übrigens, weil 10 ist ja der Anfangswert. Wie viel Toleranz machen wir dann? Also der am nächsten ist, kriegt die kriegt volle die Punktzahl und die anderen kriegen 10 plus minus 10, kriegen auch Punkte, machen wir einfach jetzt. Crazy. Ja, du bist ja auch Crazy Do Gaming, klar. Unterschreibt ja alle dem Hochkönig, bitte. Okay, also. Ich muss kurz den Rechner noch benutzen, wenn ich das darf. Einfach dem Hochkönig alles schreiben. Nee, Rechner. Taschenrechner. Taschenrechner darfst du von mir aus benutzen, so viel du willst. Danke, Ja. Mann. Wirklich. Taschenrechner hat Was niemand steht nicht dann dort? erlaubt. Es ist kein Taschenrechner erlaubt. Das wäre, warte. Nee, heute ohne Taschenrechner. Holt alles Papier raus, Leute. Ihr müsst den Rechenweg aufschreiben. Erkläre die Differentialfunktion. Zeichne eine Parabel. Ah ja, das ist die zweite Teil der Aufgabe. Das kommt als nächstes Ding gleich. So, Du besorgst ja die Quizkandidaten. Also. Viel Spaß mit Mathe. wait a minute. Große Mathe-Quiz. Stimme X. Analysis der tiefsten Verzweiflung. So Leute, also für eine Zahl braucht ihr ganz schön lange. Ja. Also ich habe aber auch. wenn ich wir warten würde, kalkulieren das das mal ja auch. überlegen lassen würdet, Mann. Das ist ja furchtbar, man will überlegen und bap. Du kannst auch den Taschenrechner benutzen oder auf dem Papier den Rechenweg aufschreiben. Jack hat sich ganz gemütet sogar. Also Xardas LP schreibt mir auch schon seit 5 Minuten die Antwort. Ich schätze, der schreibt hin, dann denkt er, die Zahl sieht komisch aus und korrigiert es wieder. Das Hochkönig kriegt die Antwort, oder? Jo. Ja, und ich sage euch so, die Zahl sieht so oder so komisch aus. Also wenn sie komisch aussieht, ist gut. So, ich hab's. Bitteschön. Graviert es ein. Irgendwo. Ah, in die Runen, okay, machen wir. Nein, das ist nicht meine finale Antwort. Ich Ach habe so. auf 100 Stärke gerechnet. Auf Gothic 2 Classic oder was? Das wäre einfach. Nein. Das ist die Nacht des Raben hier. Ich Weil hatte du 100 im Kopf und nicht 200. Okay. Aber das erklärt sich von selbst, weil im ersten normalen Classic kannst du ja keine 200 kriegen. So, und dann haben wir hier noch. Voll hoch, Alter. Also ja, ich meine, man macht das ja auch nicht so, aber Ja. Ja. Oh nee, bin ich bescheuert. Am Ende sind wir alle gleich. Fast. Boah, ich bin so bescheuert. Und dann hat ihr alle Punkte, wenn ihr wirklich alle gleich seid. Also eigentlich euch auf eine Zahl etwas. Alle schreiben 1. Okay, also alle volle Punkte. Eins in den Chat.
Ja, und gibt's da überhaupt, wie groß ist die Toleranz? Minus 10 plus 10, habe ich ja gesagt. Weil verrechnen kann man sich da schon auf jeden Okay. Fall. Na, auf jeden Fall. Also, ach, scheiß doch drauf. So. Jack, du musst es ihm schreiben und nicht mir. Oh. Aber ich sag mal so, Jack, stabil. Also die Schätzung ist nicht schlecht schon mal. Am Hey, besten du Xalas liest nur LP. die. Warte Jetzt mal, verstehe da ich, macht ja auch warum noch du so was lange hier. geschrieben hast. Er hat wirklich Oh. den Rechenweg aufgeschrieben. Nein! Oh mein Gott! Das ist ja richtig cool. Ich feiere auch noch, wenn er keinen Fehler gemacht hat. Ich feiere es, wenn er keinen Fehler gemacht hat. Nee, ach, das ist der locker ein Ich musste Fehler. bloß dabei. überlegen, ich weiß noch nicht mal, ob die Grenzen, die ich gesieht hatte, richtig waren. Da ist Mir fehlt noch wurde die es erhöht. Antwort von Piranha, also die letztliche. Ne, der schreibt auch noch. Na, wenn er die abgegeben Der hat, rechnet noch. also ich meine, prinzipiell steigt das ja, ne? Das ist ja ähnlich wie bei den anderen 1, 2, 3, 4, 5 Lernpunkte pro Punkt. Du darfst das jetzt ist nicht aber sagen, das ist doch die keine Grenzen- Antwort, bitte. Nein, nicht Spoiler. darüber reden. Das soll ja jeder selber wissen. Wer es nicht weiß, dann hast du jetzt jemand Ja. geholfen. Sonst im schlimmsten Fall. Ne? Wie gesagt, ich wusste nicht mehr bei mir, wo ich gerechnet habe, ob diese Grenzen da richtig waren, wann sich's erhöht. Der Piranha könnte ja schon fertig sein. Haha, ne, der schreibt auch einen Rechenweg auf, oder? Eine gute Frage. Ja, was Sind du alle wenn du die Hilfsmittel Antwort finden pro würdest. Ne? Wort. Deswegen brauchst du so lange, weil du es nicht findest. Du kannst die KI fragen, vielleicht kriegt die das hin. Oh je. Also das Foto habe ich auch nur so gemacht, weil das so aussieht, so diese Frage stellt dir, den ich erschlagen will. So. Ich nicht, ich glaube, du kannst meine Frau fragen. Jetzt aber auch mal ein paar Überleitungen hier, der große Shaper mit den Bildern. Shaper. Ja, Verband nächstes. Dann. Den rechten Weg. Ich fände es so lustiger, wenn er einen Zettel gemacht hätte und ein Foto gemacht hätte und den Hochkönig dann geschickt hätte. Oh. Hm. So, Piranha, Genau. wie sieht's aus? Also, No Antwort Piranha, hab ich no ja schon Party. gegeben. Aber es ist ganz interessant, die KI macht schon keine schlechte Aussage, also könnte schon stimmen. Mal schauen, bin gespannt. Hast du jetzt die KI genutzt dafür? Das ist aber eine ganz komische Zahl, was da rauskommt. Ich weiß nicht, ob die so ganz sicher Danach. ist. Sah das- richtig ist. Ach, danach hast du Danach. eigentlich. Okay, okay. Einfach machen. Ja, ne, ich hab's ja schon seit 3 Minuten abgegeben. Mhm. Okay, also Piranha, bist du überhaupt noch da? Ja, der hat jetzt auch geantwortet. Ah. Ihr seid alle auch relativ dicht beieinander, tatsächlich. Was? Okay, Okay. bin gespannt. So, also am wenigsten hat Xalas LP getippt mit 647 Lernpunkten. Jack XP sagt 710. Piranha sagt 736 und Crazy Do Gaming sagt 804. Und die Okay. Antwort ist 674. Ich will den Rechenweg sehen. Ja. Xalas LP hat 647 raus. Ja. Okay, Wie gesagt, alles klar. Ich habe das So. gestern 10-mal gerechnet, mit, dass ich wirklich sicher sein konnte. wie Okay. hast du das gerechnet? Was hat denn die dann hier oben? Ich habe es tatsächlich Die KI wirklich hat auf den übrigens Zettel erst geschrieben 600 übrigens. Die KI hat erstmal 690 gesagt, dann habe ich gesagt, das sind 674. Wo hat denn die sich da jetzt verrechnet? 26. 6. Also von 10 bis 30 Stärke 1 pro Punkt sind 20 Lernpunkte. Von 31 bis 60 2 pro Punkt sind 60. Also Du musst 80 aber mal. da steht auf effektivste 61. Weise, hör zu kurz. Das heißt, du musst immer bei der 29 die 5 überspringen mitnutzen. Ach Das so, ist die- ja. Das war, Ah, da steht hab ich effektivste warum- Weise. Warum habe ich denn damit...
Ja, aber ich habe vorhin mit 10 erstmal kalkuliert. Man kann ja nur 5 lernen maximal. Und 10 hast du am Anfang Ja, Stärke, okay. das habt ihr auch vergessen. Die 10 Stärke am Anfang, wahrscheinlich hat auch Ja, jemand nee, vergessen. das hatte ich mit drin, aber irgendwie aus irgendeinem Grund beim Lehrer dachte ich, du kannst gleich plus 10 Stärke gehen. Wahrscheinlich Nee, auch nur plus für 5, ne, ne. oder wegen Cheaten. Ja. Aha, wegen Cheaten auch. Ja, weil cheaten du kannst ja du es bei machen, dem ja, bei Character cheaten Helper geht plus das. 10 und plus 20 machen. Ja, ich habe die Grenze so gesetzt, wie gesagt, ich habe die 5er ja genommen, immer so. Also bei Xardas, 5 Lernpunkte 5 am Anfang, dann ab 30 Oh, 10, oh. dann 15, Ja. ab 60. 90, 60, ab Und, dann und 90, dann es 20. endet mit 150, da kriegst du nur 5 und nicht mehr 6 oder so. 5 ist das Ende dann. Eigentlich sind die Dings sogar ganz cool, also das ist ja schon logisch Dass du irgendwie. mich doch nicht mal ausreden lässt, der Mann. 60 und so, das passt schon. Mhm. Bei 5 ist Ende. Ja, danach kommt keine 6 mehr, 7 müsste ja. nur 5 weitergehen, ja. Leck mich am Arsch. Ja, 25 Leute. sind 5 Lernpunkte ist das 200. höchste, dann ab 120, glaube ich. also Xardas LP Ja, ist am ja. nächsten dran, der bekommt die vollen Punkte. Ich tendiere aber dazu, dass wir Jack ebenfalls 1000 geben, weil der Unterschied minimal ist. Wie viel Wirklich Unterschied von minimal. beiden? Jack liegt 36 Punkte weit weg und Xardas LP 27. Ja, das sind 10 Also- Unterschied, das passt. Plus 10 minus 10 ist richtig. Also Jack, ja? Voneinander, ja. Genau, das passt doch. Ist plus minus 10, passt perfekt. Krass, krass. Weil ihr seid ja beide nicht auf der Sonst exakten qualmen Zahl. Ja. Sehr schön. Also die Frage hat sogar gut funktioniert eigentlich. Und die anderen waren jetzt auch nicht zu weit weg, wenn man ehrlich ist. Die waren ja auch eigentlich ganz gut dabei, eigentlich, kann man sagen. Ja. Aber ich habe mich ja auch verrechnet. Ich habe ja nochmal 5 Punkte mehr gedingst und dann habe ich aber das wieder reingeholt, weil ich erst dachte, ab 130 kostet mehr. Mhm. Gedingst ist ein schönes Wort. Ja. Okay, wer hatte gerade die Frage gewählt? Ich war jetzt kurz aus dem Konzept, wer das war, als wer das gewählt hat. Das ist so. Na, crazy, oder? Ich war's, ja. Okay, dann Piranha, du willst die nächste Frage. Also die KI rechnet tatsächlich richtig. Mhm. Ich nehme gemischt Gothic 1. Also, der kleine Handwerker. Nenne die Baumaterialien für das Udomolo in Orkisch. Das ist in Orkisch! Ja, in Orkel. Hab ich schon gedacht, sowas. Okay. Ich muss auch noch Orkisch reden. Und die Frage, bevor jetzt mal was sagt, die hat der Hochkönig erfunden. Aber ich habe gesagt, das ist geil, das machen wir. Also Rechtschreibung ignorieren wir, solange wir den orkischen Begriff erkennen. Ja, weil wir haben jetzt keinen Orkisch-Duden gefunden in Gothic leider. Das Ding ist, ich kenne das nur, weil es gibt da so einen Ulumulu-Song. Ungefähr kenn ich ein paar Wörter, aber. Okay, nicht alle schreiben mir das privat jetzt, nichts sagen. Alles schreiben mir das privat. Ja. Wirklich, Julian, los, gell? der kriege Kleine. wenigstens die Hälfte der Punktzahl, wenn ich sie auch in Deutsch schreibe. Nein. Nein. Nein, es geht um Orkisch. Du musst jetzt einen Ork das erklären, ja? Weil der noch keine Ahnung hat Das von dem im Ork Ulumulu. erklären. Ja, also du musst dem Ork erklären, wie ein Ulumulu gebaut wird. Ja, weil der Ork ist noch in der Grundschule, deswegen. Der muss es lernen jetzt. Die Materialien. So, Und der liebe Hochkönig hat die eigentlich gefühlt auswendig komplett gekonnt. Das war. hab ich Wer muss, gewusst. wer muss ich Nein, nicht ich schreiben? Ich kannte ein Baumaterial nicht. Das weiß ich, aber Also das war trotzdem nicht- krass. Nicht Ja. in Orksprache. Da kam ich nicht drauf. Das war aber schon trotzdem krass, muss ich ehrlich sagen. okay, ich rate. Ich rate. Also wie gesagt, wer am nächsten an der Antwort ist, kriegt dann auch die volle Punktzahl, würde ich sagen, weil das ist so schwer, da müssen wir das machen auf jeden Fall. Oder sagen wir so, wer gleich viele Wörter hat wie der Beste, kriegt auch die vollen Punkte. Wir haben schon eine Antwort. Das ging schnell. Ja, ja. Halbwegs, bisschen vielleicht gewusst und halbwegs Freestyle. Maybe. Ich werde auf jeden Fall, bevor ich die Antworten vorlese, wenn alle Antworten da sind, erstmal aufdecken. Weil ich will dann sofort schauen, ob es passt, weil sonst müssen wir jedes Mal nochmal 10-mal durchgucken. Ja. Aber eine Antwort habe ich schon. Freund, nicht sterben, bitte. Die Kampfmusik von Gothic einfach gerade. Das passt sehr gut zu der Frage jetzt.
weiß ja nicht mal, wie man Orkisch schreibt. Du musst es ja nur so, dass es richtig anhört. Du musst nur, dass es richtig anhört machen. Wie gesagt, wir haben keinen Grammatiktest in Orkisch gerade. Wir haben nur die Worte im Prinzip. Hochkönig, sollen wir sie dann vorlesen lassen, die Antworten, sobald wir dann sich aufdecken? Ja. Ja, fände ich doch ganz lustig. Ja, ich auch. Krotak Jabar. Also einer der Zuschauer hat mir gerade privat die richtigen Antworten geschrieben. Super. Kadosh MMK öffne Also- dich. Whisper in Twitch, ey. Er war wahrscheinlich ein kleiner Gachluk in der freien Mine und hat mitgehört. Ja. Was auch immer das gerade ist, weiß ich auch nicht. Nightcrawler. Seien Tiere mit vielen Beinen. Menschen fürchten Gachluk. Orks und Menschen fressen. Jehedra Akantar. Aber die Frage ist, diese eine Jakenda-Sprache da, Antikensprache, Ja, Sprache der Erbauer. die Sprache der Erbauer, könnte das vielleicht auch ein bisschen Ähnlichkeit mit Orkisch haben? Maybe? Oder ist es was Eigenes? An den Shaper, oder? Ging das jetzt? Ich glaube ja. Allgemeinheit. Das ist eine eigene Ich denke, die Sprache. Antworten. Ich denke, das ist auch eine eigene Sprache. Ja. Ich habe schon 3 Antworten. Jakenda ist ja eine aber eigenständige Ding Kultur. ist falsch, ey, Mann. Aber die Frage ist, also Classic tut er ja auch, das glaube zweimal oder einmal diese Sprache verwenden, oder? Ja. Welche ohne- Sprache? Also zum Beispiel bei dem großen Tor bei Irdurat. Keine Ahnung. Da sagt doch auch irgendwas. Naja, Ja, Kadosh Jehedra MMK. Da. Akantar, Genau. oder? Nein, das Ich hab sagt 4 der Held, Antworten übrigens, wenn Leute. er den Tempel öffnet in Ach Jakenda. ja, Okay, Le- Kadosh Emenkala. Ja, okay. Okay, Leute, also. Öffne dich. Jetzt mache ich die Antworten auf. Wir haben alle Antworten. Und dann liest du Jack als erstes vor. Was du hattest. mein was Gott. du hattest. Lies es vor, wir hören dich nicht. Was du hattest. Hallo? Hä? Du sollst deine Antworten vorlesen. Jeder soll vorlesen, was er hatte. Was will ich jetzt? Ja, was du geschrieben Ja. hast, mir privat. Liest du so Krotak? vor. Krotak? Urantwag? Also das Ende dazwischen gerutscht. Katztag und Achtag. Ich würde sagen, 3 von 4 hast du richtig. Ich schreibe dir jetzt einfach mal eine 3 hin dafür. Dankeschön. So. Piranha, du liest vor. Krotak, Dwachkar, Ort, Antak und Schattenläufer. Das sind auch 3. Er hat auch 3 Sachen geschrieben. Schattenläufer. Also. Xardas. Schattenläuferhorn. Xardas. Okay, ich habe mich vom Hochkönig, als er zwischendrin schon Gachluk erwähnt hat, wusste ich, scheiße, Gachluk ist falsch. Es muss irgendwas anderes sein. Also ich habe Gachluk, Dwachkar, Orkantak und Katz. Das sind auch 3. Gachluk war der Minecrawler selber. Okay, Ja. crazy, du bist dran. Krutak, Krashta, Krata und Katanta. Ja, klar. Warte, ich muss mal kurz Ja. drüber gucken. Also Krotak Ja, ist das theoretisch ist auch gut. richtig. Rashta würde ich jetzt nicht sagen. Da Im fehlt ein Endeffekt K, hört sich alles richtig an, aber irgendwie ist auch die Hälfte falsch. aber auch nicht. Sei eine sehr Nee. schwere Sprache. Nur Schwerer eine. orkischer Akzent. Eine wäre Anderer richtig. Dialekt. Ja. Hat ein Glück, dass die in Gothic 3 gut Deutsch gelernt haben. Also ich würde sagen, crazy, du hast 2 von 3, vielleicht von 4 richtig, vielleicht, ich weiß nicht. Ich würde sogar sagen 1, ich weiß nicht. Ja, ich glaube auch eher. Also kriegen alle Punkte bis auf crazy, du. Yay! Okay, dann haben wir es geschafft. Oh, ich habe die Tausender-Marke geknackt, ich bin stolz auf mich. Ja, das hat Herr Brom nicht geschafft.
Also, Ja. Richtig. Der hat noch So. alles offen. Der könnte jetzt noch, er könnte und jetzt vielleicht lieber das kriegen Geld wir bei ja dir auch setzen. noch die 2000er-Frage, denn wir kommen zur letzten Frage und es ist eigentlich egal, wer jetzt dran ist, denn die kommt jetzt sowieso. So, Archäologie. Da hab ich auch wieder Welcher geschrieben. Wassermagier untersucht die mysteriösen Steinwächter von Jakenda? Bitte einmal mir als Nachricht schicken. Okay. Also, da gibt's den da, da gibt's den da. Ich möchte aber nur einen. Den, der das untersucht. Ich rate mal. Hätte den einen da schreiben, reicht dir das nicht, oder? Nein, ich brauche den Namen. Das ist eine 500er-Frage. So. Und ich habe schon Stress mit Alex, weil der sagt, die Frage wäre viel zu einfach. Ja, finde ich auch. Es gibt einfache und schwere Tausender-Fragen. Es gibt auch einfache und schwere Hunderte-Fragen. Ich finde die jetzt nicht so krass einfach, weil irgendwie andere Sachen fallen mir ganz gut ein, wer sich um die Teleporter kümmert und so. Oder so. Und die Geister zum Beispiel. Ja. Oder der Befehlshaber. So, 2 Antworten ja. habe ich. 2 Antworten fehlen. Ja. Hat der auf jeden Fall auch schon mal nicht. Das ist falsch. Jehedra. AKK. Ich jetzt mal rüber gucken, wenn im Augenwinkel das Bild vom Hochkönig ist, wenn er diese Faust macht da unten im Bild. Das muss es sein, das zeigt dahin, wo ist genau die Antwort, ja. Ich finde das eh so cool mit diesem dauerlaufenden Hochkönig als Bild, das finde ich so cool. Das wäre jetzt die Chance für Piranha, mir die richtige Nachricht zu schicken, denn alle 3 liegen falsch. Nö. Piranha, komm! Und alle drei schreiben das Gleiche. So, Piranha. Was haben denn die geschrieben? Ja, die haben alle Pyroka geschrieben. Aha. Achso. Was nicht. Der kennt sich Pyroka, der Wassermagier wäre. Genau. Sah das. Die hätte noch Wartemusik eine- war doch schon mal vorhin bei Piranha. Das ist irgendwie auffällig. So, und jetzt? Bin ich auch Ich hätte noch Ja. eine Alternative, aber. Okay, Piranha, du rettest mich. Du hast die Ja? richtige Antwort. Ach, wie schön. Ich wollte eigentlich Medarion schreiben. Also die anderen 3 haben Riordian geschrieben, aber es ist Kronos. Oh, ich habe auch ein Chronos-Kind. Oh, scheiße. Kronos? Ja, ich Der bin Händler. die durchgegangen Also- und ich dachte mir so, ja, mit Kronos kannst du nur handeln. Ja, das ist die genau. Schätzfrage. Teleporter, Mixir macht Geister. Riordian kümmert sich um, also deswegen war ich auch bei Riordian. Also Ja, ich weil glaube, der- ihr habt alle an Riordian gedacht, weil der sich um diese Herrenhäuser kümmert Mhm. und Ja, die ja auch irgendwie- irgendwie mit den Steinwächtern zusammenhängen, ne? Riordian keine haben gar nicht Schätzfrage. auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre eine Es Schätzfrage. geht wahrscheinlich um die Dialoge in Kurinis noch. Der wird das in Kurinis zu einem sagen, nicht in Jakendar. In Riordian erzählt viel von den Steinwächtern, glaube ich. Deswegen bin ich auch auf Riordian gekommen. Mhm. Hab mich auch nicht Also- sicher, ob es nicht vielleicht Saturas direkt gewesen wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, wer das genau gesagt hat, aber ich hätte es halt nur aus Zufall gewusst. Ah, nee, also. tatsächlich Kronos. Hm. Steinwächter. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einige von ihnen den Gar ausgemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht, doch der Schein trügt. Wenn du zu nah an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden sein muss. Kronos Leute. zeigt ja auch seinen Sinn für Humor, wenn er dann sagt, das ist wirklich ein harter Brocken im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Weil er erklärt, dass es seine Aufgabe ist, sich mit der Erforschung der Steinwächter auseinanderzusetzen.
Und der Riordian, der sagt nur, dass im Haus der Heiler ziemlich viele Steinwächter sind. Mehr sagt er nicht. Okay. Also, wir haben jetzt erstmal die Gewinner vom Hauptquiz, aber ich würde sagen, wir machen noch 200 Punkte, noch die Bonusfragen jetzt einmal durch. Der Gewinner ist Xardas, der zweite ist Jack, der dritte Piranha und der letzte ist Crazy Do. Schau mal, fürs Ich dachte, Hauptquiz. der letzte ist Herr Brom. Ja, der Herr Brom hat sich zurückgehalten, hat er mir geschrieben. Er hat gesagt, er wäre eigentlich der Erste, deswegen. Ah ja. Ja. Er hat Okay. jetzt 3-mal Quizsperre. Okay. Wer war überhaupt ich- dran? Was? Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach locker flockig die Bonusfragen noch schnell durch. Okay. Locker flocker, Also. sagt der Mann. Ja, meine machen wir dann Güte. wieder, dass alle 4 antworten müssen, oder? So wisst ihr, das Quiz ist ja jetzt vorbei. Die Kategorien sind alle abgehandelt und ich wäre dafür, wir lösen jetzt diese Bonusfragen einfach locker im Gespräch zusammen. Ah, okay. Mhm. Wollen auch nicht. Ja, okay. Ich mein, warum sollen wir jetzt einzeln noch 200 raufaddieren oder so? Das ist doch- Ja. Alles gut, ist ja kein Ja. Problem. Okay. Ich weiß gar nicht, warst du oder ich dran? Nein, mach du einfach Hochkönig jetzt erstmal die Frage. Okay, Hans und das Xardas Vieh. Turm. Wie hieß Welcher das Wolf bringt dich zu Xardas Turm? Gott, wie hieß das Vieh? Der Schattenwolf. Von Hanson unten. Keine Ahnung. Was für ein Wolf Wolf? war ich nicht. War das Rufus? Nee, Rufus ist es nicht. Rufus! Nee, Rufus, es geht. oh Gott, wie hieß ist der? Wissen. Du Hä? hast doch hier dieses Plateau da im Westen von Xardas Turm. Und Ja. da hast du einen Jäger und der hat einen Wolf, der dich hochbringt. Aber du kennst den Namen auch nicht. Glaube ich, auch wie in Rissen. Aber wie Und heißt das denn der? bringt 1000 XP. Das Fleischgeben bringt 1000 Erfahrungspunkte. Das fand ich schon so herrlich. Ja. Das Ja, zum aber Thema komm- Balancing in Gothic 3. aber diese Namensfrage, jedes Mal, wenn man überlegt, kommt man nicht drauf, aber eigentlich ist es einfach. Boah, ich kenn- Der hat doch, glaube ich, einen simplen Namen, oder? Ich habe Ja, das, nicht mal einen ge- sehr simplen. Ja. ich hab das nicht mal gekannt, tatsächlich. Ich auch nicht, als ich die Frage erstellt habe. Ich habe mir was gesucht selber. Obwohl ich die Frage selber erstellt habe, diese hier. Wusste ich es Krass. nicht. Alter. Die habe ich aber rausgesucht. Zumindestens, ich glaube in G3, er redet mit dem Wolf nicht so wie der Rissenheld, oder? Der Rissenheld sagt ja wirklich so, ja, feiner Hund und Nein, lauf, nein, nein. Rufus, nicht. lauf. Nur so und was wie, willst du ein Stück Fleisch? Ja, genau. Ja, Ach, und du läufst jetzt los. Verstehe. Ich war für Wuffelpuffel. Also weiß es Ja, irgendjemand? keine Ahnung, ich glaube, wir wissen es alle nicht. Nö, ich Nee. habe Gothic 3 nie so lange gespielt. also das Vieh heißt Grauhaar. Grauhaar. ich Ach ja. wollte nicht so lange leiden. Ja, da Okay. hätte man drauf kommen können, sehr naheliegend. Die nächste Frage. Fake News. Wer ist der berühmte Zwerg in Gothic, der uns die Wahrheit zum Beispiel auf Schilden erzählt? Der. Schild? Berg. Mighty Alien Dwarf. Das ist richtig. Ach, So. ja, okay. Ja. Ich überlege, was für ein Zwerg. Aber das kennt eigentlich jeder so. Also, es gibt auch Friedhöfe, wo was ist von ihm und so. Das ist einfach Ja, ein. am Auto. Am Auto. Kind. Das ist die Krypta auf Onershof. Genau, da Sogar gibt's auch noch- ihn. Oder halt der Deswegen. Friedhof daneben. Und da es der einzige Zwerg im Spiel ist, kann man auch nicht sagen, dass man es nicht ohne normales Spielen rausfinden kann. Aber Ja. die sind ja, diese Easter Eggs sind alle recht offensichtlich, aber es gibt Ja. ja in Jakendar im Sumpf so einen Genau. Zettel, der irgendwo oben in einem der Bäume hängt, in der Ja. Nähe von den zwei Ja. Leitern. Da musst du halt Ja, wirklich mit aber- der Kamera hinfliegen Ja. und den explizit suchen. Auch in Aber das- Bücher von dem Scheiß machen, dass auch du in überhaupt Gothic lesen kannst. Aber an das Schild da kann man auch rankommen, wenn man über den Zaun klettert. Das macht man auch Ja. ohne Cheaten. Das kann man machen, ja, das ist easy, ja. Ich glaube, in Gothic 3 gab es doch auch einen Zettel bei Ishtar, oder nicht? Oben in diesem Balkon, wo man nicht Ach hinkommt. ja, genau, der geheime Raum oben drin, genau, Ja. bevor du in den Palast reingehst. Ich glaube, das ist auch Aus der Harzbaron, ey. Das hatten wir doch letztes Mal schon. So, wir kommen zum. Ah, er hat schon geantwortet. Ja, jetzt hat Jack XP schon geantwortet. Da brauche ich eigentlich die Frage auch nicht mehr vorlesen. Ja, Wie? Diego war im Haus der Erzbarone, da hat er vom Mineneinsturz erfahren. So, nächste Bonusfrage. Okay. Achso, ja, ich muss jetzt wieder. Wie lange saß der Held im Kerker, bevor er in die Barriere geworfen wurde? 2 Monate. Ja, die hatten wir jetzt auch beim letzten Ja. Mal schon. Ja, ich weiß, 2 Und, Fragen hatten wir beim letzten Mal, das ist ja auch okay. 2 2 Monate. Monate. Okay. Da hatte So. ich noch Hast du 2 wohl die Wochen Fragen beim nicht letzten Mal ausgetauscht, gesagt. hä? Nein, die 2 konnte ich nicht austauschen. Ich hatte immer einen Bug, dass das Programm nicht mehr gestartet hat. Deswegen, ich wusste aber Bei nicht, DOD wie ich schnell fallen die löse. aus. So,
Sprachen lernen. Wer kann als einziger neben Myxir die Sprache der Erbauer lehren? Der Eremit, der Eremit, der Eremit. Eremit meine ich. Ja, der Eremit. Yeah. Nicht schlecht, hat sich das selbst beigebracht. Matt. Schon krass, ne? Untoteninvasion. Aber Warum bei ihm ist der Dialog so geil, weil die meisten lernen ja bei Myxir, aber bei ihm ist ja Gothic im Prinzip als Easter Egg im Dialog versteckt. Ja. Mhm. Okay. Weil die Also, Menschen- E ist ein O, ein Weil T die- ist ein H und ein I ist ein C. Die Menschen waren so einfältig und die haben den Tempel geöffnet. okay, jetzt nochmal Wer? Untoteninvasion. Warum ist die Stadt Bensala in Varan von Untoten benannt worden? Und lass doch erstmal aussprechen, die Frage, bevor du dann direkt reinredest. So. Ihr seid doch überhaupt das Schuld an dem ganzen Schlamassel. Ihr habt den Tempel geöffnet. Ja, wer ist denn schuld? Ich verstehe es noch nicht. Ne? Da liegt die Menschen. Die Schön. Menschen haben den Tempel geöffnet. Das ist immer noch zu ungenau. Was ist War bei dir aber ein genau und konkreter- ungenau? Es war ein konkreter Assassine, der dann geflüchtet ist. Oder genauso wie der in Morasul, der Der Typ auch da. die Erzrohlinge geklaut hat, oder? Ist der nicht bei dieser... Nein, der hat mit den Erzrohlingen nichts zu tun. Okay. Nein, Harald. Der war hier der Harald! Wie ist da unten, Sugu, hieß der Sugu und unten bei dem See da, der Typ Nein, da? hieß der Sugu? der hat nichts damit zu tun. Da Der gibt's chillt doch dann in die Myrtana. Quest hier, Also doch der muss in, sterben oder so. in Montera, der Typ da, der Dachte ich. Basier. Genau. Ja. Ach ja, der da. Ja, genau. Den habe ich zuletzt bei Ach, meinem muss letzten sterben Lauf oder hier umgehauen und dann hat die ganze Stadt mich angreifen wollen und 5 Minuten später war die Stadt befreit. Der war schuld, dass Montera gefallen ist. Ja. So, Basier. dann kommen wir, glaube ich, zur... Ja, okay, das ist eine etwas längere Antwort. So hätte man aber sie nicht es- beantworten müssen, klar, aber. Es ist Basir, der hat den Tempel geöffnet, der ist dann mit dem Adanos-Artefakt geflohen und die in Bensala, die hatten halt den Salat, ne? So, und dann kommen wir auch schon zur letzten Bonusfrage. Wie zuletzt. Also, Wer hat die Lang ersehnte Werkzeuge. Beförderung. Achso. Wer hat die Werkzeuge des Bootsbauers Hatlot verschluckt? Verschluckt? das war ein verfressener Lurker? Lurker und ein verfressener Ja. Varan, glaube ich. Genau. Ja, Wie genau die jetzt hießen, das war ein Ja, das Varan nicht, und ein das geht Lurker. nur, was es war. Was waren die Sachen denn? Wie, Hammer. was waren das? Nein, nicht die Ja, Sachen, ja, sondern ganz welche Sachen haben sie gefressen im Prinzip? Was hat sie gefressen? Hammer, Säge, was noch? Nein, was haben Du sie, was Du musst, war mal in das, die was- Fragen, du musst mal in die Fragen mehr reinschreiben, was explizit. Da steht doch, gefragt wer hat die Du Werkzeuge des willst jetzt Bootbauers wissen, Hatlot du geschluckt. willst jetzt- Er! Lurker! ist. Das war Ja, Lurker wer hat doch und gesagt, ein Lurker und Varan. Varan. Genau, Ja, das ist richtig. Jack hat es Sag von ich Anfang doch. an schon gesagt, ja. So, du fragst hier, wer, wie, was und. Ich habe und dich nicht was jetzt verstanden, und- tut mir leid, weil immer viele reinreden. Oh. Manchmal verstehe ich nicht alles auf einmal. Ja. Aber ist ja, das es nicht war eine ein vollgefressener Lurker und ein Varan Genau. mit Verstopfung. Ist es nicht eine Götterdämmerung-Frage gewesen? Nein. Nein, Ah, Ich weiß gar nichts von Götterdämmerung, das kommt auch niemals ins Quiz. der Bootsbauer will ja genau auch das erträumte Boot von dem ersten Wüste haben. Ich wollte schon Der sogar eine dass nackt er auf- der nackte Vogelmann ist. Nee, weil es Der gibt nackt doch doch, in Wolfsfell liegt. gab doch in Vogelmann ist in Götterdämmerung auch so. Götterdämmerung. In Götterdämmerung gab es doch auch so Lurker oder so, die vollgefressen waren mit irgendwas oder Varan, Nee, ich sel- weiß nicht mehr. Seltsame Lurker gab's da, das weiß ich noch. Aber Genau, das war, genau. Also wer Aber eine ich will mal- Götterdämmerung-Frage aber ich richtig will mal beantwortet diese- hätte, diese- Minuspunkte bekommen. Diese seltsame Lurker-Quest ist, glaube ich, bloß aus den Mods hier, aus dem ganzen neuen Mod-Paket da. Ach Ich so, glaube, die war, glaube ich, nicht original. okay. 16 Minuspunkte. Ich habe gesagt, wenn jemand eine Götterdämmerung-Frage beantwortet hätte, der Minuspunkte bekommen hier. Warum? Jack. Kann man auf den Punkt runter. Also Jack, 2000 Punkte, wer nicht Spaß. Diesen Boykott gegen die beiden Spiele werde ich mich nie anschließen. Ja. So Leute, damit sind wir auch am letzte? Ende der Fragen angekommen. Was Hat war mir das? viel Spaß gemacht heute, aber ich muss jetzt wirklich los. Wo geht's denn hin? Wenn ihr hier noch ein bisschen quatschen wollt, dann habt ihr meinen Segen. Hat mir auf jeden Fall eine Danke. Menge Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Ja. Jo. War sehr Und cool. vielleicht sieht man sich ja mal wieder, ne? Habt Auf jeden euch alle Fall. gut geschlagen.
das nächste Mal. Ja, mach's gut, Auf Hochkönig. jeden Fall danke, dass du dabei warst, mein lieber Der Hochkönig. Hochkönig muss Ja, Risen spielen. Immer gerne, Alex. Also, macht es gut, Leute. Ade, ciao, Auf Crew. Ciao, Tschüss. ciao. Alles wird gut. Alles wird gut.